Ich glaube, ich habe alles an. Wir hängen schon wieder hinterher. Moment. Mal gucken, ob wir irgendwie aufholen können. Bla 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 bla. Ladies and gentlemen, please welcome to the stage, naja, master of the self-performed introduction and Mama Huckabee's second favorite son, Jared Huckabee! Hallo, Jared. Hello, Citizencon! Das ist ein guter Mensch. Das ist ein guter Mensch. It's day 2. We liked it so much the first time Ich we're gonna do hänge it again. 40 Minuten hinterher, weil ich nicht gepeilt habe, dass es diese Stunde schon ist und nicht nächste Stunde. Day 1 was focused on the universe that we're creating. Day 2 Irgendwann müssen wir mal... Habe ich den hier angemacht? Moment. Ich glaube, ich habe den angemacht. Ja. Irgendwann müssen wir noch mal kurz ohne mich auskommen, weil ich nachher irgendwann runter muss essen, weil wir lustig Geburtstag feiern. Ich meine, aber so lange kann ich hier noch ein bisschen gucken. Der Typ ist so durch. Oh, die Schuhe sind cool. Oh, ich möchte die Schuhe. Shout out to Bad News Baron if you're watching. No, those were the days. Now, since that time, the Precision Universe has grown. It's expanded. 3.0 arrived, and it had a whole bunch of new planets and moons and stuff like this. We've got Microtech, we've got Hurston, we've got Area 18, and what's the last one? We got Loreville. If you live with the developers, they still call them Stanton 1, Stanton 2, Stanton 3, so it's hard getting the two realities to reconcile in your head. But since this time, you've all been visitors. You've logged in and you've done your thing, you've gone on adventures. Jetzt geht's auf die Häuser. Bis jetzt waren wir nur Besucher und jetzt kriegen wir ein eigenes Zuhause. Ich bin ja noch nicht überzeugt davon. Ich weiß noch nicht genau. Starting next year, you stake a claim in the persistent universe. Starting next year, the persistent universe truly becomes yours. And we have got a handful of gentlemen to tell you how they're going to do it, how you're going to do it, and how amazing it's all going to be. So please welcome to the stage Design Director for Star Citizen and Squadron 42, one of my dear friends, one of my DMs. Hey, what are we playing again? That's not a good look. All right, please welcome to the stage Design Director Rick Porter. Bin noch nicht so hundertprozentig wach, aber wir kriegen das schon hin. Thank you, Jared. And thank you, Citizencon. It is an honor to be here. Sona wird immer ganz aufgeregt, wenn ich hier einen Stream anhab, weil ich dann laut rede. Dann will sie immer Aufmerksamkeit. Und meistens will sie dann immer den Stuhl auffressen, was nicht so gut ist. Kommt doch einfach hier oben hin, dann kann ich die Katzenkamera anmachen und gut ist. Few minor glitches, but nothing we can't sort out. So today, we've got something just as exciting to talk about. Willst du auch nicht? But instead of focusing on what we're creating for you, we want to show you the world that you can build. With crafting, we're going to give you the tools to create your own loot, to build your own home. Crafting will fundamentally change not only how you play the game, but why you play the game. Okay. So, what is crafting? Ich weiß noch, dass sie am Anfang meinten, sie wollten kein Crafting haben. Hier, Chris Roberts hat sich immer gegen Crafting ausgesprochen. Ich bin sehr froh, dass sie es haben. Ich weiß nicht, ob ich es gut finde, wofür sie es haben, aber ich bin froh, dass sie es haben. Dann hat das ganze Gesammel wenigstens mal einen Sinn. Crafting builds on the existing gathering professions.
when you would go out and you collect your materials for crafting, we are adding new depth and meaning to those activities. Guck mal, ob ich schon mal ein bisschen... Crafting provides customization. There isn't just one way to craft. Wir gucken uns einfach mal die Slides an. Player Choices Matter, okay. Dann kommen wir vielleicht wieder auf den Live-Status. Ja, und hier endet es halt immer. Es endet immer bei... Ja. Ja, das ist genau das, worüber ich mich gestern aufgeregt habe. Adding crafting into the game radically changes your options. You can still mine, refine, and sell your resources, but now you have the option to make valuable and unique items. Oh, das ist so gut. Weapons, armor, even vehicles and ships. Das ist so gut. Right? And by valuable, I mean that the crafted gear that you create has the potential to be better than anything you can buy in a shop. Wo ist denn mein... But crafting just isn't in with shiny new gear. Think much bigger. Crafting enables you to build your own home among the stars. Hab ich sogar nicht drin. Na gut. Choose to make a farm, a hunting lodge, an industrial complex, your own trading hub, a military outpost, even a sprawling town with your friends and org mates. Gehen wir ein bisschen vor. Was ist er denn? Hi, Hallo. I'm Jacob, Senior Gameplay Programmer on crafting. Rick has showed us how crafting will link into a lot of existing and new gameplay. But I think it's time we get into some of the details. I'm going to tell you about the new game mechanics we're introducing. Starting with... Können wir auf 1,25 schalten, dann holen wir es irgendwann wieder ein. Before you can craft anything, you'll need a blueprint. Blueprints provide the recipe to perform all kinds of crafting processes, including refining. Okay. You can acquire blueprints through various activities. Some you can buy, some you can find, and some can be unlocked or earned in other ways. You can also upgrade your blueprints through research. Oh, das ändert echt das ganze Spiel, das ist so gut. So, blueprints are the recipe, and Rick already told us the materials you gather and refine will be the ingredients. But there's a bit more to it than that. We have a new concept for materials, material quality. Okay. Quality das is sind die the Dinger property vom we're adding Wurm. to all resources you can gather. That's an abstract measurement of how good it is at being whatever it is. You can think of this as the purity of a metal or the ripeness of a fruit. Ja, halt wie bei Something anderen like those Crafting in anderen Spielen auch. This Endlich. quality will be Endlich. carried forward from raw resources through the Das refining macht so viel process. Sinn. Dann kann man endlich mal, keine Ahnung, Holz sammeln, das verbessern, daraus ein Haus bauen. Also theoretisch, jetzt nur als Beispiel. High quality is Das more wird es wahrscheinlich nicht desirable sein. but is more rare. Man wird And wahrscheinlich nur there are Waffen und still Kram bauen können, die man resources so for im those Shop who für do. 20 Mark More on that kaufen later. kann. Aber ey, ist schon okay. All raw Hauptsache materials you find in irgendwas. the verse Irgendein have a neuer quality rating Loop. that's generated based on some rules. The same kind of rules you heard about from the Planet Tech team yesterday. Und da muss ich You'll endlich find the same Mining lernen. material Das in habe ich many bisher auch noch places, nie but with gemacht. varying qualities, so you might want to explore to find the best. Some materials that are already rare will be even more valuable if you can find them with high quality. But what's quality for? Und It's das ist, for glaube ich, endlich mal was, was item stats. tatsächlich für Star Citizen gebaut wird und nicht für Squadron. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Squadron großartig was mit Crafting und so macht. Das ist gut zu wissen, dass sie auch tatsächlich noch irgendwas machen, was mit Star Citizen selbst zu tun hat und nicht in erster Linie nur für Squadron gebaut ist. Nicht, dass die Sachen schlecht sind, aber jetzt noch 2 Jahre reines Squadron-Zeug, das dann irgendwann ein Jahr später in Star Citizen kommt, wäre halt doof. We aim to have meaningful item stats for all craftable items, but some Okay. examples would be the damage and fire rate of a gun, the wear resistance of a ship component, or even the Plastik. satiation provided by eating a hot dog. Ja, das meine ich halt. Die Hotdogs kannst du halt für Kleingeld irgendwo kaufen. Das ist Quatsch, die selber zu craften, aber es ist etwas, As I was du said, mit dem Kram the quality anfangen of kannst. materials will directly affect the item stats, such that higher quality results in better stats. Most items require multiple different materials to make. Oh, which Tier makes each Selection da influence oben. different Man stats. kann bessere And in Pulspistolen many bauen. cases, you'll have a choice of materials to use, which lets you decide which stats to focus on to tailor your items to your playstyle.
Here we see I'm making a gun with high quality aluminium, giving me a nice bonus to integrity and weight. Ich möchte wissen, wie viel von diesem Menü schon in deren Testgames ist und wie viel jetzt nur reines Mockup ist für die Idee. Fabrication blueprints allows you to build higher tiers of an item with improved base stats. So a higher tier item, Weil noch kommt mir das alles ziemlich Mockup-mäßig vor. made with materials of the same quality. Making high-tier items requires more advanced materials, but is also how you access greater choice as to which stats to improve. This means that your high-tier items can not only be better overall, but also more specialized in the areas that are important to you. Most items will have tiers 1 to 3, with tier 1 being the most basic version of the item, and tier 3 being a highly advanced version made with appropriately impressive materials. Ein bisschen lauter? But you can also craft vehicles. Oh, okay. Up to Tier 5. Interessant. Frage ist, ob das wirklich weniger aufwendig ist, als einfach zu verkaufen und dann das Ding zu kaufen. Weil man kann es ja bestimmt nicht einfach in irgendeiner Crafting-Station. Aha. Not to worry. You can still benefit from crafting by using an upgrade blueprint to increase the tier of an existing vehicle, including... Oh, das ist cool. Including the usual stat improvements and customization. Upgrading a vehicle can save a lot of time over crafting it from scratch. So it's a convenient way to establish man könnte dann auch endlich mal diese ganze Schiffseinrichtung und so craften lassen. Das wäre nett. Diese Kaffeeautomaten und den ganzen Quatsch, den man im Store kaufen kann. Das gibt's nur bei ganz wenigen Schiffen, aber trotzdem. Irgendwann werden sie es schon noch in anderen einbauen. The spooling is faster on a high-tier quantum drive. Okay. Also keine Visuals, sondern nur... And a high-tier scraper beam is much more effective. Okay. Das ist nett. Das ist cool. Also alles, was irgendwas am Gameplay zum Gameplay hinzufügt, ist schon mal That's an gut. overview of crafting's key game mechanics. I'll now hand over to Thorsten to walk you through the full crafting process. Okay. Thank you and have a good day. Holen wir auf? Naja, es geht so. 1,25 ist jetzt nicht so viel. Thank you, Jacob. Hi, I'm Thorsten, Hi, Philo. System Designer of the CGP System Design Team. Wir gucken gerade den zweiten Teil der heutigen Citizencon, weil es mich interessiert. Irgendwann heute Mittag muss ich noch kurz weg, aber dann gucken wir mal, wie wir es machen. Ich habe jetzt ein bisschen zu spät angefangen, deswegen lasse ich es gerade auf 1,25 laufen und wir versuchen aufzuholen. Ich will mich halt auch nicht spoilern. Jetzt geht es gerade um Crafting und das ist super spannend, weil das ist endlich ein neuer Gameplay-Loop für das Spiel, den es echt dringend braucht. Dringend. Bisher war halt so, dass alles, was du irgendwie gemacht hast, hat dir im Grunde nur Geld gebracht und das war mein größter Kritikpunkt, dass man irgendwas anderes mit dem Zeug machen muss, weil sonst sammelt man immer nur das Teuerste und Gutes. You don't collect them in a box or stack them on a bookshelf. Blueprints are digital. Once you claim one, it is permanently added Hört sich to your spannend an. personal library. This library. Es kommt halt drauf an, ob man das Spiel an sich gut findet oder nicht. Die stellen jetzt halt die ersten Schritte von einem Crafting-System vor, das eigentlich jedes andere MMO schon längst hat. Aber für das Spiel finde ich spannend. Ja, so, ne? Those tiers of quality that Jacob mentioned are unlocked through blueprint research. Research requires a research data bank which can upgrade your blueprints. Upgrading here means that you unlock a blueprint that allows you to create a better, higher tier version of the same item using more advanced materials. Ja, das hattest du gerade eben schon erzählt. Note, you will still have access to the lower tier versions if you want to craft the cheaper version. In order to upgrade a blueprint, you may need to perform certain actions. In this example, we need to craft 100-volt pistols and have one with a higher fire rate. Wenn Bade wieder Fortnite live macht, könntest du dann dabei sein? Wenn ich dann nichts Besseres zu tun habe, ja. Das war ganz witzig letztes Mal. Ich bin jetzt halt nicht der riesen Fortnite-Fan, aber wenn er das nochmal spielt und ich nichts Besseres zu tun habe, komme ich gerne nochmal mit.
Now that you have your blueprint and you decided what to craft, you also know what resources to look for. Every blueprint you find will have unique requirements in their resource needs. It will not just be you need iron. We want to make use of the professions we have to meaningfully involve them in the crafting process. Sehr gut. Especially for the more advanced blueprints, you can expect that it will require materials for multiple sources. Mining, salvaging, harvesting, hunting und mehr. Pay attention to the quality. Mehr. If you want to have the perfect item, you also need the best quality. Here, the best way to find the best resources. Ja, das ist ganz normales Craften, wie in anderen Spielen auch. Endlich, endlich, endlich. Ich spule mal ein Stück vor. Wir müssen irgendwie wieder auf den Live-Status kommen. Deswegen spule ich zwischendurch ein bisschen. You can put any quality Aber coal ich will in auch the nicht viel secondary verpassen. slot without affecting the quality of the steel. But the quality of the coal will influence how much Wenn, ich of komme it wieder you mit dem need to Cybertruck. produce here. Ja, As an kann ich mir example, gut if you put vorstellen. in low quality coal, you might require 4 SCU of coal versus high quality coal that only requires 2 SCU. This is one of the important use cases for low quality materials that Jacob mentioned. You can use refining stations in the world as they will be converted to this new process. You can build your own refineries for yourself, you can get your org to help you out, or you can simply trade for the materials that you need on the open market. Das ist eine gute Frage. Wie viel kann man davon überhaupt machen, wenn man alleine spielt und nicht in einer großen Org ist? Wenn man so ein bisschen Kleinkram craften kann, wäre das ja schon auch nett. And this item can be anything. Man muss You ja will be able to eigentlich... craft anything from FPS equipment to vehicle components, even entire vehicles and buildings. Ja, das ist... You just need access Jetzt to fangen the wir wieder an relevant mit crafting Träumerei. Das ist immer nervig. Jetzt kommen sie wieder mit... Es wird Möglichkeit, dies und das sein. Es wird Möglichkeit, dies und jenes zu machen. Und das ist halt Talking about alles... crafting machines. Lego Fortnite habe ich mir auch schon überlegt. Ich glaube, das habe ich installiert. Ich bin nicht sicher. Like a refinery or a dedicated vehicle crafting machine. You will also find them in various places. There will be communal ones like the station refineries you already know, player-owned that can be in your personal hangar, a vehicle or your base. Okay. As all that we have talked about just now, these crafting machines Und die Personal also Hangers sind compete. schon drin. Also Here, das the tiers will funktioniert sogar affect how well theoretisch. those machines do their job. Dann müssen sie nur You will diese not only Crafting-Maschinen progress in machen the und das products ganze you produce, Crafting-System but also und the alles balancen. infrastructure to produce your Und die grain. ganzen... Ah, das wird Just auch to so give you lange an idea dauern. what you will encounter, here are some examples of the crafting machines. Ah, das sind wieder Sachen, die in 2 Jahren erscheinen werden. There is the nutrition fabricator, the chemical fabricator, an item fabricator, and even fabricators of a much larger scale we will talk about later. Ja, ja, ja. Oh, das ist immer das Nervige an den Citizencons. Alles, was sie zeigen, wird noch so lange dauern, bis es irgendwann im Spiel ist. Talking about scale, I would like to talk about the future of crafting and the scale it will have in the game that you all know, and Mit how viel it will Fantasie. change the game moving forward. As you all know, we have a lot of items in the game, and they all require their own unique blueprints. That means our aim is to have more than 1,000 blueprints that include the creation and the refining blueprints. And each of those can be researched to unlock tier upgrades up to tier 3 or tier 5. That's a lot of blueprints. And it will surely take a lot of time to unlock everything. So I, personally, recommend that you, as the crafter you are, Habe ich meinen focus on a Mauszeiger specific hier tier first irgendwo? and extend your knowledge from there. Collaborate and coordinate with your friends and fellow players. If you're part of a group, we invite you to share responsibilities with your org mates. Maybe you will be the FDS crafter while your friend is a Alles, ship was crafter, hier but they steht, know a ship component crafting ist schon mal reine There's a lot of content, and it will Träumerei. continue to grow over time. Das wird noch so You're lange free to be a dauern. generalist Das hier mit den crafter, a Blueprints specialist, kann ich or mir something vorstellen, else. dass das relativ zügig Pick the reinkommt. blueprints you care Dieser about. ganze Quatsch mit den Spezialisierungen und so, das wird noch so Have an lange exotic shield dauern. generator that no one else has the blueprint for but you. Help others and earn credits while doing so. It is a real profession in the game that will benefit from your dedication and attention. As you can tell, crafting will have a huge impact on everything in the game. Even if you do not want to get actively involved, at some point you will stumble over a weapon that got crafted by someone else and you will be using it. People will start selling their bin crafting gespannt. goods or the refined materials or Ja, even the raw überhaupt kein materials Problem. for the sole purpose of fulfilling Ja. the demand created by crafting. Players like you Das can ist alles become gut. well-known Dankeschön fürs specialists Lurken. that are Lurken ist sought super. out to get certain things crafted from. With the ever-expanding game we all love, we will continuously expand our crafting to offer you long-term progression that involves the entirety of our game. And you might have guessed it already, but there's one more thing that crafting is the foundation of. Ja, That is zeig die Häuser. base building. Jetzt klatschen wieder alle und die haben wieder nichts Neues vorzustellen. Komm schon. I will now hand over to Luke. Enjoy the second part of this presentation. Thank you very much.
fundamentals of crafting, thanks to Jacob and Thorsten, we can explore how crafting is the foundation of base building. Okay, zeig her. Up until now, everything in the game we made for you. From here on, we will give you the tools to build your own stories, your own homes, and truly make the universe yours. Zeig irgendwas, was tatsächlich Join me on a journey mattert. on building our own habitable home on Pyro. Warum? Sag mir zuerst mal, warum sollte ich ein eigenes Haus bauen? Is work in progress, including its UI, design and visuals. And we're super excited to share this with you. Weil im Moment sehe ich keinen Sinn darin, außer irgendwo noch einen Spawnpunkt zu haben. By a lake. This is where we build ourselves a home. Okay. To do so, we need some resources and the construction graph card. The construction graph card allows us to survey the land, claim the land in a lawful system, and it allows us to build structures. Alles noch Greybox, alles noch Greybox. Das wird noch so lange dauern. We can straight dive into building our base. Keep in mind, the following UI is work in progress. Ja, natürlich ist es das, wie alles. Aber warum? Wofür? Das hast du alles letztes Jahr schon erzählt. A survey drone that deploys from the top of the card gives us a controllable augmented view of the land. In the new structure mode, we'll pick a small basic structure and hit construct. Star Citizen Fans sind so leicht zum Applaudieren zu bringen. In the final product, this will take you quite some time. We've done it. We've built our first structure. Let's have a look on the inside. As we walk into the small basic structure, we see an empty interior that is dimly lit. It's up to us to define what we will use the space for. Okay. In our case, we will want to make it into a home. Okay. We can see that the lights are still off, and that is a problem, because no lights means no atmosphere, no breathable atmosphere. So it's not ideal to live in. So how do we solve this issue? We can improve this by providing the building with power. Let's see if we can build something that helps us out. Das ist alles super cool und ich freue mich drauf, aber es ist noch so lange hin. Und man hat immer noch keine Ahnung, wie das genau dann im Spiel vonstatten geht. Keep in mind that base building is still work in progress, but what you're seeing right now has been recorded directly in the client and works seamlessly between first person and the building. Okay. Okay, enough. Back to base building. In the list of new structures, we see a small fuel generator. That is something that could solve our problem, I think. Power providing structures need to be hooked up to other buildings inside construction ER mode, but we'll explain this later. The fuel generator is one of several structures that provides power, each with their own benefits and drawbacks. Fuel power is quick and easy to build, but it requires a constant supply of fuel besides its regular maintenance. If a structure is not maintained, it will halt its activity. Players will need to maintain fuses to keep the building operational. The better crafted fuse, the longer it lasts. This is where the fuse goes on this building. Okay. Next up, we have a terminal that gives us access to the status of our building. And, more importantly, we get to activate it here. Okay. That should do it. Let's see if we got power in the building now. As you notice, some of the crates in the background have disappeared, as their content has been consumed during the construction process of the buildings. Ah, I see, okay. Also sind die Kisten and it looks nur... like Declan is now hooking up the power to the building. I wonder what he was up to earlier, though. Wow, Declan has been busy decorating the place. Okay. As we can see, the lights are now properly working. We got atmosphere. And we can start to use the item fabricator now that there is power. Always handy, in case we need a fuse. Let's have a quick look at what we've done so far. We've decorated the place. Genau die Sachen meine ich, die da jetzt auf der Fensterbank stehen. Sehr schön. We hooked it up with power. I would say we have a place that we can live in. It might not be much, but I think it's just enough to call it a home. Thank you. Okay, das ist nett. Wann kommt das? Wie viele Versionen müssen wir noch warten? Now that we have a rough understanding of how base building works, let's dive into some of the specifics of what we just saw. The construction graph card is one of 4 devices used for base building. The graph card is a mobile device that lets you construct a variety of small structures and has been designed specifically to
to fit into the smallest ships, like the Drake cutter. Okay. The graph card allows us to survey the land, to find a good location, to claim the land Ich with credits when we're on Ich wünschte, Star Citizen wäre so ein Spiel, bei dem man zumindest hoffen kann, dass das irgendwie nächste Woche oder so online ist. Aber das wird noch so lange dauern. Once deployed, we see 2 small construction zones inside the card, and the interactive screen gets revealed to us. From here, we can deploy the survey drone from the extended top part of the card. This survey drone gives us a bird's eye view of the surrounding area using augmented reality. Ja, das haben wir ja alles gesehen. mode. Warte mal, ich spule noch ein bisschen vor. For our first structure. On the left-hand side, we can see that we're now in structure creation mode. Underneath that, there is a list of structures that we can build. Okay. Once you have chosen a structure, you'll drag it onto the terrain, that will be shown then as a physicalized hologram. From here, you can move and rotate to find the perfect position for your structure. Ja, das haben wir auch alles schon Now that gesehen. we have chosen a position for our structure, we will need to supply it with crafting materials. Just like the crafting interface that we saw earlier, this is where you choose the material Ja, macht and alles it's in the Sinn. menu Weiter, within weiter, weiter. construction ER. We can also link multiple Ach, das sind buildings diese together. Verbindungen. Okay, die funktionieren And we can nur über assess the dieses power Menü, die muss consumption man nicht per and Hand irgendwie shortage Kabel of verlegen oder so. inside this resource Das management wundert mich fast ein bisschen. Keep in mind that operational structures, like power generators, require maintenance of their fuses and sometimes need supplies coming in and going out Ja, to be managed. das ist cool. Das Now macht that we alles have a Sinn structure soweit. and power, what can we do next? Then we can actually upgrade our structure. Structures can be upgraded from tier 1 till tier 3. The better material you provide, the Wie better wird das the auf die improvement will be. Performance auswirken, wenn ich jetzt eine schöne Stelle auf, keine Ahnung, Microtech gefunden habe, da ein Haus baue und ganz viele andere Häuser um mich rumstehen? Or Ich make weiß, the das ist ein resource Planet, consumption aber more trotzdem, da efficient. gibt es da bestimmt ein paar hübsche Stellen, wo jeder hin To will. really make your base feel like home, you will want to decorate your base with a wide variety of furniture pieces that can be bought, Und wie sichtbar crafted sind die and Dinger in found einem anderen in the universe. Raumschiff, um die kaputt zu machen? Wie viel It's up Angst to muss ich you um to mein Haus define haben? what you want this space to be. Do you want to decorate Wenn ich it as das a in hospital? Pyro oder Do you so want to make baue? it into a workshop? Do you want to make Ah, it so into a viele luxurious Fragen. bedroom? It's up to you. Und immer noch, was habe ich Furniture can davon? easily be placed and moved Außer using decorative Beschäftigung. VR mode as an hologram. This is so your furniture can easily fit through doors. This feature is accessible to nearby construction devices, allowing you to place down furniture pieces. Ich meine, das ist or cool. Das even wär, crafting für mich machines wäre das that Nummer otherwise 1, um wouldn't fit through the Star door. Citizen wieder And you anzuschmeißen. get to place them Weil ich bin ein directly Riesenfan from your local von inventory. Housing und The less Hausdekorieren und trusted sowas among alles. you, or Ich anyone mag keine settling in MMOs Pyro spielen, for in that denen matter, es keine, may want to keine map Häuser their gibt. furniture into place, so that only you and your friends Von daher wäre get das to ein Riesenpunkt für rearrange your mich. decorations. And best of all, Aber decorative ER es kommt is mir schon not wieder so halb exclusive to fertig base vor. building and can So also halb be used for durchdacht. personal hangars and ships. Personal Hangers sind sehr cool. Auch wenn ich mir nicht vorstellen kann, wie teuer so To ein Mist recap, sein wird. what are the essentials for any base? Okay, Recap brauchen wir One, nicht. come prepared, bring the right resources. Okay. Well, we do a video, and we're going to create a base that's capable of crafting something that's bigger. Aber wir than the nähern item uns package langsam dem that we handle. It's Live-Ding. been a bit of a Wir spoiler kommen already noch as to hin. what it's going to be. So to kick us off, called in help of a friend who has a specialized, not yet revealed base building vehicle, and he's built as this. It is the construction hub. This has 4 automated drones compared to the GravCarts 2. Okay. They can build small, medium, and large buildings. So far, we've only seen small. Automated drones are capable of building 1 structure each simultaneously, so 4 is quite a big advantage. Observation Deck ist nett. Was will ich damit? Außer Aussehen. We'll pop into our construction AR and we'll get down a Ah, okay, generator. das We'll ist connect das. some buildings Ich verstehe. together, just so we Okay, have a place damit to kann home ich bauen. before we begin. Das macht Sinn. Okay. Alright, there we go. Ah, das ist So auch we've gut settled gemacht, on wie one of the dies, brand wie new dies, underground resource deposits, and we're about to exploit it wie das using Gelände this. It is rund our ums Gebäude extractors. sich automatisch This ändert, ist particular one gut is a gemacht. large solid extractor. We'll also have liquid and gas depending on which type of deposit that you've settled on. Die Engine ist schon ganz ordentlich, We wie have sie our da output rig mittlerweile here, haben. where we're getting all the brand new resources up out the ground. And it is important to note that once these things are set up, it's not a case of just free resources forever. On key structures like this, there are fuses which will occasionally need replaced, as well as environmental wear which can be fixed using crafting materials. Okay, was machen wir? Ich sehe schon wieder viel hin und her laufen. Ja, da kommt die Sicherung rein. Nee? Okay.
Ah, das ist ein Minending? Was machen wir? Was ist das? Ja. Alright, now we want to turn those raw resources into the more valuable refined materials we saw the process talked about earlier with Thorsten. Of course we want this, it is our refinery. Once again there are multiple types here, this one is the large solid matter refinery. We have liquid and gas again. Warum hat das einen Schalter? Warum sollte ich das nicht einfach bauen, anmachen und einfach stehen lassen? Input and output grids for input, as you might expect, is for the resources which you're going to consume, and then the output is for the resulting refined goods. This is a terminal where you select which blueprint you want to use, and therefore which type of refining method you want. Okay. A lot of trades here with our extractor and our refinery, so we're going to put down our elevator storage. Place is really starting to build up now, but it's worth me mentioning again here that whilst we're putting these buildings down instantly in this video, large structures like this, they will take some time with the automated construction drones, but the smaller scale base we saw in the previous video, that can be done in a single play session. Okay, cool. Ja, das macht Sinn. Größere Häuser brauchen länger zum Bauen. Und die kleinen gehen schnell genug, dass man nicht frustriert ist. Ja, das macht Sinn. We'll just keep on putting down more extractors because we want as much as that valuable resource out the ground as quick as possible. And with base building, we're introducing the concept of a freight elevator network. What this will allow you to do is it will allow you to link multiple freight elevators together, and in turn they will share the same storage. So as we're doing here, we'll deposit an item on freight elevator A. Ja, das macht Sinn. And then when we're retrieving it on freight Quasi elevator genau B, das, was there man is a gerade distance in limit. den You can Hangaren daisy chain hat. the elevators together to extend that, and it has to all be contained within the same base. Ja, das macht Sinn. Now, as we expand, we might want to invite more people to join us. This is easy to do. There will be permissions that we can set up, granting people access to our base, and they Sehr can even gut. build their own structures if they wish. Permissions sind gut. We can also give them access to existing structures, which is how you can form your org storage using those freight elevators. Die Frage ist, also meine nächste Frage wäre dann, wenn ich jetzt ein Haus baue, das gedacht ist, dass da mehrere Leute reinkommen, meinetwegen ein Bargebäude. Wie läuft das mit Permissions, mit Dekoration und so weiter? Now, we Kann always ich want a die safe place to schützen? store our ships, so the trusty hangar will do. Okay, Hangar bauen ist sehr cool. Das ist cool, da kann man einiges mitmachen. Das ist auch, vor allem macht das die Planetenoberflächen, selbst wenn das nur ein paar sind, abwechslungsreicher. Sodass man nicht nur immer die gleiche NPC-Burg trifft, sondern auch mal Spielerbasen sieht und sowas alles. Das ist cool. However, there is one final piece of the puzzle that we need to achieve our goal, and it is this, our very own fabrication hangar. Does anyone want to guess? Achso, what we're damit gonna kann build in man a Schiffe fabrication bauen. hangar? Okay. An Idris, maybe not an Idris, if I'm honest. We'll have a drive around, we'll go to the entrance and we'll see what's in store for us. Damit machen die Fahrzeuge auch ein bisschen mehr Sinn, oder? Wenn man ein entsprechendes großes Gebiet selber baut, dann hat man auch einen Grund dafür, mal in so ein Auto zu springen und von einem Gebäude zum anderen zu fahren. Aktuell im Spiel sind die ja eigentlich für nichts gut, außer aus Spaß an der Freude rumzurasen. Looks like whatever it is, Ich it's bin just im Moment gleich about weg, finished crafting. kurz weg. Ich bin mal eben kurz was futtern. Of course, we're going to build ourselves Mal a auf ship. 1. Und merk mir, mache ich so lange eben Pause an? Ich mache eben So, Pause an, ich möchte quick das ja auch nicht recaps of the verpassen. gains from Ähm, industrializing. wir gucken Tapping gleich weiter. into brand new resources, and we've made use Ich mache mal eben hier Pause, bin gleich wieder da. So 10 Minuten oder was, dann bin ich wieder da. Bis gleich.
Wo waren wir? Use of them by turning into more valuable refined materials. We've introduced freight elevator networks, which are great for logistics and hauling. And then Jetzt sind wir wieder weit hinterher. Big valuable items such as ships. Aber wir sind hier noch nicht in der Ships Pause are anscheinend. valuable Doch, wir waren schon in der Pause. fly them, you can play content with them. Oh. But because they are a crafted item, they can also be sold to other players. Okay, wir sind für beide spät dran. Okay, einen Shop bauen ist cool. So, with base building, you're going to be able to set up your own shops, and there's two main ways you can do this. The first is using a dedicated trading terminal. You can Das link wird these halt to your alles freight noch so lang elevators, dauern. and in turn, any items within can be listed for sale at a price you deem reasonable. This includes resources, refined materials, and so on. Using the terminal, visiting players can browse what's on offer, purchase, and then collect from that same freight elevator. The second method is to set up a physical shop in the world. Also By wie die using the Shops decorator im AR we saw Spiel. earlier with Luke, you can maglock items and then list them for sale. Once again, browsing players, they can see the price of the maglocked item, purchase it, which then removes the maglock. Okay. Of course, the nice thing with physical shops is you can genuinely make it feel like a store. You can put items on shelving. You can even go as far as to make your own ship showroom. You can advertise your wares on a MobiGla pass for UEC. However, it is important to note that the point of purchase will always occur at the base itself. Now that we know how to set up shop, I just want to take a moment to talk about why it's so impactful for crafting and base building the game as a whole. Das ist cool. Damit gibt es eine Spieler-Verkaufskonkurrenz und so weiter, einen echten Markt. But maybe you don't have the time to build a big base and maintain it. Maybe you want to spend your time doing the missions, you want to do your beacons, that's how you want to make your credits instead. Shops mean that you can benefit from the players who do want to spend the time making those bases or crafting those specialist items, and then you can purchase them from them, which is very important because crafted items using high quality materials will be the most powerful in the game. On the flip side, if you do specialize, maybe you end up cornering the markets for a particular item or resource, and your shop will then turn into a hotspot of activity, making you loads of credits. Some of you will become infamous because of it. But bear in mind, a successful shop also depends on location. Die Katze drückt wieder auf alle Tasten hier. Do you want your customers on edge in Pyro, which tends to have the higher quality materials? Or do you want to spend time hauling them all the way over to safer systems where your customers can be more at peace? Das ist eine gute Idee. Da kann man Sachen aus einem gefährlichen System rüber transportieren. Ich meine, wir haben immer noch nur ein System. Und Pyro kommt ja wenigstens bald. Hoffentlich. Help you mark up areas like, I want to use this place for cargo, I want this for housing, vehicles, and so on. You'll be able to earn paints in-game and apply them to buildings. Okay, cool. Und eigenen Text, auch cool. Kumo, lass das Kabel. As well as add your own custom text, so if you're part of an org, the blue buildings that have your name are definitely yours. We have some forms of base building which are either still in the design phase or early white box, but we want to share some details. First up, we have farming and ranching. Farming, it comes in two general types. We have our low-tech farming and then high-tech. Low-tech consists of you acquiring the seeds, planting them in the appropriate environment. If you remember back to yesterday, the Brave New Worlds, we had soil types and such now. That will play a part. As well as supplying them with nutrients and then just harvesting them when they're grown. High-tech, it's a bit more involved because you've got to make the hydroponic buildings we see here, but in return you'll be able to grow exclusive strains of plants. Ranching will allow you to keep herds of animals. You'll have to provide them with feed, water and shelter, but in return they will provide you es kann öfter mal passieren, dass ich mal kurz weg muss. Muss eventuell ein bisschen mithelfen. But the quasi-grazer will of course will. Farming. Not yet. Maybe. No. We have a few more additional archetypes. We have landing pads, garages, roads, fencing, as well as new variants of structures which we've seen today. For instance, the power generator, there'll be solar power, fusion, geothermal.
as well as the XL structure class. If you remember, everything we've seen today, the biggest we've seen today rather, is large. XL is larger than large. And then you have your defense. Okay. Aber man kann eine richtige kleine Stadt bauen, ne? Ist wahrscheinlich gut für Organisationen und so, wahrscheinlich eher für weniger für Einzelspieler. You have varying levels of security provided for you. With max security, you are protected by planetary shield tech. However, in lawless, pyro and the likes, you'll have to provide your own defenses. These come in the form of perimeter walls, shielding, which prevents aerial bombardments, and then a range of automated turrets, such as PDC to shoot down missiles, anti-air, anti-vehicle, and anti-personnel. To round up, whilst we spent this entire time talking about how you can expand a single base, you can of course have multiple. These can be across a single planet, moons. Ja, das ist jetzt wieder. Jetzt gehen wir wieder in den Träumerei-Modus. Locations and base types. For example, in lawful areas, you'll need to buy your land for UEC, pay a tax to be able to build, and then you'll gain protection in return. In lawless, no cost, higher chance of better quality materials, but no security to fall back on. A small cabin in the woods can be great to set up in a single play session with short build times. However, the large base we just saw will take days, weeks, or even months, depending on how big you want to go. You might want to embark on this endeavor as a team or an org. You can set up a base as an org and own it as the org. Das Coole ist aber, wenn man als Org, wenn wir wirklich mal irgendwann mehrere Systeme haben und so, dann könnte theoretisch eine Org sich einen Mond schnappen und den halt komplett mit der Org bebauen. Das ist schon nett. Und die ganzen Situationen, in denen dann irgendeine andere Org kommt oder ein anderer Spieler, der auch auf dem Mond bauen will, dann könnte es kleine Kriege geben und so. Theoretisch ist das schon nett. Also das könnte das Spiel schon gewaltig verändern. Aber die Frage ist halt, wann und wie und wo und warum und wie teuer und was davon tatsächlich dann irgendwann mal Realität wird. Ja, das sind alles die Sachen, die jetzt schon gesagt wurden. Farmen und so. Aber das Coole ist halt, wenn man was so in Spielerhände gibt, dann kommt da ja meistens coolerer Kram raus, als das, was man so in Trailern sieht. Ja, jubelt nicht zu früh, Leute. Das ist alles Träumerei. Das ist alles Träumerei. Ich finde es witzig, dass wir noch keine Solarfelder gesehen haben. Ich hätte jetzt gedacht, in einem Space-Weltraumbasenspiel ist das erste, was man als Energiequelle baut, so Solarkram oder Windkram. Aber wir haben nur das Ölding gesehen. Ne? Okay, kommt jetzt die Pause? Ja. Hello, Citizencon. I'm Kirsten, your court. Gehen wir mal direkt weiter. This one just says learn to stretch. So. Okay, und ich glaube, jetzt ging es um Star Citizen 1.0. Warte mal. Glaube ich. Citizencon. It's good to see you all again. Nee, Captains of Industry. Uncover the Will. Was? Warte mal. Komm mal, das ist das Kabel. Bitte. Uncover the ships and ground vehicles that will serve you as your primary tools for base building. Okay, also mehr Base Building und diesmal wahrscheinlich Transport- und Baufahrzeuge. Mal gucken. And the clicker is not working. Oh, so if you've got technical difficulties. Spielen wir mal vor. Right.
Jetzt sind wir aber wieder 20 Minuten im Rücklauf. Das heißt, wenn die nächste Pause kommt, können wir wieder aufholen. Glaube ich. Ist da am Ende schon... Nee, da ist noch Kram. Ja, das haben wir schon gesehen. And you've seen how this works. You might be wondering, well, if I've got this, why do I need some vehicles to do things? Naja, das hat er doch erklärt. Macht nur kleine Häuser. Perfectly prepared to go push this thing hundreds of kilometers out of the garages at New Babbage. But realistically, you're going to need a ship to put it in. Wenn das endlich drin ist, dieser Basenbau, wird das Spiel schon krass verändern. Das wird schon ganz cool. Weil das so viel Kram mit sich bringt, den ganzen Crafting-Mist. Das verändert alles, was Sammeln angeht, was Aufträge angeht, was Belohnungen angeht. Das wird das Spiel schon komplett ändern. Und das ist gut. Das ist ein kompletter zweiter Gameplay-Loop und das ist immer gut. Und das hat das Spiel auch dringend gebraucht. Ich wiederhole mich, aber ja. But what does it really mean? The difference between what's a small drone, what's a large drone, what's a larger than large and extra large and so on. Ja. Kommt zum Punkt. A medium drone, for example. Kommt zum Punkt, wir müssen aufholen. Structure up to a medium size, so it can build smalls, mediums, and it will be able to build small structures faster than what a small drone. Haben wir die Struktur da schon gesehen? Wissen wir, was das ist? You want to go, but the drones also scale in. They scale in numbers, in the, one drone can only make one structure at a time. So the grav cart's got 2 drones on it, so they'll be able to create 2 small structures. But a medium, or if you've got a vehicle that carries multiple drones, you can craft a lot more structures, a lot bigger sizes. Ja, das macht Sinn. And that's kind of really the key to kind of like the upgrade path through the kind of drone sizes. Können mehrere Drohnen an einem Ding arbeiten? We got to look at the small. So what's next? What do you want to build? A medium. Okay, neues Argo. Herzlich willkommen, 200 € im Pledge Store. So launching today is the very first ground vehicle from Argo. Warum launching today? Das brauchen wir noch nicht. Oh, immer mit dem Geld. Really does just go everywhere. And if you're constructing a new settlement, there's 2 things you need. You need drones to build it, you need supplies to supply the drones to build it. And that's why the CSV comes in 2 variants. Ich weiß nicht. So we have the CSV FM, which stands for Fabrication Module. So this has 2 medium drones on board. Okay. And we built it to fit in as many vehicles as we could practically get it to fit in. Ich spule mal ein bisschen vor. Simple, it's purposeful, it's functional. Das ist jetzt halt wieder reines. Lass uns zu dem Thema ein paar Fahrzeuge verkaufen, die noch nichts können im Spiel und die irgendwann mal nützlich sind, wenn das Feature kommt in einem Jahr oder 2. Das ist jetzt wieder typisch Star Citizen. Oh, die Enttäuschung, als sie das Starlands. Alle haben, pass auf, da musst du jetzt wissen, alle haben auf dieses coole neue Schiff gewartet, das sie schon seit einer Weile vorstellen wollten. So ein spezialisiertes Bauschiff. Und die Starlancer, oder wie das Ding heißt, ist halt eins der ersten Schiffe im Spiel. Das interessiert halt niemanden. Pass auf. Achte auf die Publikumsreaktion. Bigger? So, introducing the Starlancer family. Das ist gut, das wird einige Clips geben auf YouTube, das weiß ich jetzt schon. Yeah, the Starlancer is basically a whole new family of vehicles, from MISC, and these are covering a range of different roles. Die Starlancer ist so langweilig. Today, we're going to be talking about the first 3, which are the build. Die sieht von außen so cool aus und von innen ist das einfach nur ein langer Gang mit 2 Zimmern oder so. Das ist so lame. Die müssen sie echt mal updaten. Aber das dauert halt auch wieder 2 Jahre. Ja, okay. Lass mich raten, kann man ab jetzt kaufen. Bla 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 bla. Starlancer BLD für Construction Drones und mehr Cargo. Also das sind alles nur Dinger, um diese Drohnen zu transportieren.
this is the tack in its default paint, so sort of military drab. Ich weiß gar nicht, warum ich so hetze. Wir müssen nachher eh noch durch die Pause. Ich lasse einfach mal laufen. Obviously Ben talked about the size 5 turrets. Then we have some drop seats behind, and these are on a deployable ramp, so you can do some ground assault. They will drop out, down. If you're doing a bit of ground assault. Also von dem Schiff, wenn sie das so zeigen, von dem Schiff gibt es noch nichts. Das ist reines gemaltes Bild. Wahrscheinlich ab heute Nachmittag im Pledge Store für $300, $400, wenn nicht mehr. Wahrscheinlich eher mehr, wenn wir ehrlich sind. Ich guck mal, ob es schon drin ist. Warte mal. And then forward of the hangar is the refactored habitation and metal area, which is specific to the tack. Just because there's so much other stuff crammed in there, we had to redo the upstairs of it basically to fit that in. And we'll go over the more normal layout shortly. Ist es hier schon irgendwo auf der Startseite? Nein. I think the tack's obviously going to bring a lot more firepower from the other variants. Its shield's been boosted up to two size 3 Star Lancer TAC, Star Lancer Max. Ja, man kann sie kaufen. Oder vorbestellen. Die Star Lancer TAC, warte, die wir gerade sehen, kostet... Na komm, zeig mir den Preis. Ship Offers. 326 €. Ein Schnäppchen. Als Konzept. Also kannst du jetzt kaufen für 330 €. Wenn die rauskommt, wird die irgendwie 500 € kosten. Und das wird irgendwann in 2 Jahren oder so sein. Und die Star Lancer Max. Moment. Vorbestellen. 250. Nur 250. Also die Max ist ein bisschen billiger. Ach, diese Star Citizen Fans. Da kann man enorm sparen. Die versuchen es halt wirklich. Und die schaffen das halt auch. Das Ding kostet jetzt 250 €. In einem halben Jahr, in einem Jahr kostet die 300 €. Dann kurz vor Release kostet die irgendwie 400 oder 450. Und wenn sie rauskommt, irgendwie 500, 599. Da bin ich mir fast sicher. Das ist so... Es ist so nervig. Und nachdem sie dann verkauft wurde, kannst du die halt auch im Spiel einfach für Ingame-Credits kaufen. Auch halt viel, aber du kannst sie halt im Spiel freispielen. Aber weil das dann wiederum Käufer abschrecken würde, müssen sie dann Bonuskram draufgeben, wie irgendwie so lebenslange Versicherungen und so ein Kram. Weil die wollen ja irgendwann auch noch Versicherungen einbauen. Das ist alles... Ich finde es ganz, ganz fürchterlich, dass das Spiel in der Alpha-Version nur auf so Schiff-Echtkäufe basiert und so. Das ist... Weiß ich nicht. Ich würde es wahrscheinlich nicht anders machen, aber es ist nicht schön. Und damit verbauen die sich immer... Die könnten halt so viel cooles Zeug zeigen und machen und tun, aber die sind halt immer beschäftigt damit, neue Schiffe zu bauen, damit sie die wieder verkaufen können. Und die gibt's dann noch nicht mal im Spiel und es sind so viele Sachen, die mich dran nerven. Das ist jetzt wieder ein reiner Werbespot für dieses Schiff. Aber wir hängen jetzt nur 22 Minuten hinterher. Wann fängt denn... Warte mal. Schedule... Um 13 Uhr anscheinend. Okay, wir können noch ein bisschen vorspulen. Dann sparen wir uns den Werbespot mal. Wieder ein Konzept. Mehr Konzept. Das sind alles Sachen, die man dann irgendwann kaufen kann. Ja, bla bla bla. All but one of these will be released before the end of the year. So the Legionnaire is the one that's going to miss out. Die haben letztes Jahr 10 Dinger gezeigt. But the rest will be 6 davon sind jetzt released. So Crusader Intrepid. Und das glaube ich nicht. Vor Ende des Jahres, da bin ich gespannt. Aber gut, immerhin. Ein Jahr ist besser, als es mal war. Gebe ich zu. Okay. Win für euch.
Haben wir noch ein Filmchen. Was wird das denn? Was bist du für ein Schiff? Ich kenne ja auch die ganzen... Ach, ne, Anvil. Ich habe ja auch immer nur meine 3, 4 Schiffchen geflogen. Ich kenne die ganzen alten anderen nicht, die es neu ins Spiel geschafft haben. Die gucke ich mir immer nur auf Messen an und so. Oh, der Antrieb kommt mir aber bekannt vor. Vielleicht sieht der nur ähnlich aus wie bei einem anderen Schiff. Ich mag aber die Anvil-Design-Schiffe. Mein aktuelles Ding ist ja auch ein Anvil. Die sehen schon nett aus. Ich möchte gerne mal ein Schiff sehen, das das Cockpit nicht vorne oder in der Mitte oder so hat. Irgendwas, was ein bisschen mehr Enterprise-Brücke-mäßig ist. Was bist du für ein Ding? Was bist du für ein Ding? Da ist der Fahrstuhl nach unten, nach draußen, da sind die Skatepods. Großer Lift. Ich meine, das ist wahrscheinlich ein neues Schiff, aber warum kommt mir das so bekannt vor? Auch vom Aufbau her. Oder haben sie endlich mal die... Ne, die Starlancer? Ne, die war von ASI. Die ist nicht von Mist. Ja, doch, ASI. Moment, ist das die neue überarbeitete Starlancer? Ich hätte nicht so schnell vorspulen sollen. Dann würde ich jetzt nicht so doof dastehen. Nee, das ist was anderes. Was bist du? Großen Hangar hatte bisher, glaube ich, nur die 900 irgendwas Jump, glaube ich. Jetzt übertreibt's nicht, Leute. Naja, werden wir auf der nächsten ERC besichtigen können, wahrscheinlich so oder so, was auch immer das ist. Wieder so wenig Fenster. Warum haben die Schiffe immer so wenig Fenster? Ich finde das immer schade. Ich möchte mir Fenster in meinen Raumschiffen. Okay, Bombenbay. Oder Torpedos. Das waren Torpedos, ne? Sind, glaube ich, auch noch nicht im Spiel. Meine ich. Hat ein bisschen Ähnlichkeit mit der...
Okay, so on top of those ships we've talked about, we also worked on a number of other ships this year. So we're just going to quickly go through them before we get on to what we're doing next. So we delivered the Sulen, the Storm, the Cutter Rambler, the F7A and F7C Mark IIs. So I always get tongue twisted with it. Warte ganz kurz, ich will nur eben... Between where I am today, standing on stage, and the end of the year, with some things that you're going to see at IE. Ach, das war eins von den Schiffen, die da noch... Okay, alles klar. Moment. And then most recently, the Argo Atlas. So, like last year, where we did a little tease, can't just leave without teasing a little bit more. So, let's have a quick look at just some, emphasis on some, of the vehicles that we're working on in the next 12 months. Okay, zeig her. Vielleicht sind die ja tatsächlich dann auch bis nächstes Jahr fertig. Die werden dann wahrscheinlich alle hauptsächlich für Basenbau und Verteidigung und so sein. Oh, das sieht spannend aus. Was bist du? Sieht ein bisschen aus wie eine Art Hubschrauber, so wie der von Dune. Der sieht auch interessant aus. Mehr sehen wir nicht, ja? Nur die Umrisse. Ja, wahrscheinlich. Oh, der ist größer als man denkt, wenn man die Person daneben... Okay. Moment, was war das? Warum erkennen das alle? Oh, das ist das kleine Ding von gerade eben. So. I just want to say a big thank you to all of you, and a big thank you to all the vehicle team in all the studios around the globe. They give us all this really cool stuff that we can get to stand on stage and talk to you guys about. Some of them are probably hiding at the back, but I just want to say a big thank you to you all, especially for all the hard work on these recent ships. Yeah. Massive, massive thank you to everyone involved in putting these vehicles together. Kleine Erinnerung, dass die Firma ihre Angestellten für 2 Wochen ohne Urlaub vor dieser Messe hat arbeiten lassen, ohne Feiertage, ohne Wochenende. That was awesome, you guys. I swear some of those silhouettes looked a little familiar. Let's give it one more time for the vehicle team. So. Let's hear it for the vehicle team. Dann mache ich jetzt mal wieder auf live. For the developers. Und jetzt sind wir genau rechtzeitig wieder da zur Star Citizen 1.0 Präsentation, die ich auch sehen wollte heute. Sehr schön. Und jetzt sind wir wieder live. Und Jared redet wieder. So thank you so much. I want to do a couple individual call-outs though, because it's important to me, and I'm on stage right now, and you're a captive audience. I want to call out Nick Pierce. Nick Pierce from the Characters and Creatures presentation. 10 days ago, we lost our main presenter. He didn't die or anything, he just couldn't make the trip. Nick stepped in with only 10 days to prepare that amazing armor specialization presentation that you saw. So Nick, you're a champion. Thank you so much, stepping at the last minute. Benoit and Ian. Benoit and Ian took the reins and delivered multiple presentations this year. You may only see them talking in this presentation or this presentation. You're going to see Ian in this one here, like this. But their work behind the scenes, getting all of these presentations up to the standard that they're required, was amazing this year. So Benoit and Ian, you don't have to clap for this one. This is just for me. Thank you so much, Benoit and Ian. All right, you can clap. That's fine. Er ist schon niedlich. You might have noticed we went on ISC hiatus a couple weeks ago. We went on hiatus a little earlier than normal because we took the ISC gameplay capture team and we dedicated them to the work of Citizencon for the last
almost 6 weeks. Every year at Citizencon, the devs spend their time creating their footage for you, their showcases for you, and many of them still did. But the amount of work it takes them away from the work of actually creating the game. So our ISC gameplay capture team really stepped up this year for the first time in Citizencon history and helped folks create the videos. Those amazing looks at Nyx, those amazing looks at Castra, the amazing looks at the sandworm and stuff. So I want to call out Will, Dave, Toby, Alex, Ich glaube, den Nyx-Kram, haben wir den Nyx-Kram gesehen? Ich bin gar nicht sicher. Ich weiß, dass wir Castra gesehen haben. Ich weiß nicht, ob wir Nyx gesehen haben. They had never participated in a Citizencon before, and I think they were a little surprised at first at the sheer amount of work that goes into doing this, but they stepped up and delivered some amazing stuff. The last of which you're going to see some in this next presentation. And then our last two groups of people I want to present. I want to share. Are they back there? Wave if you're back there. You guys ready? I can't see anything. All right. I hope. I'm vamping a little bit until Rich Tyra gets into place. I could hide it from you, but I'm not. So the last groups of people I want to thank. Well, let me tell you a story real quick. When I'm back there, and folks are coming up to me, and they're thanking me for this, and thanking me for doing ISC, for doing SEL, for putting this together on the stage today, I'm struck by two things every time I'm thanked. One is that I can't do any of this without you. There is no game project in the world that does a weekly behind-the-scenes docuseries each and every week, and then turns around and does a live talk show the next day after it. And that's only made possible because you guys keep tuning in, you guys keep watching, you guys keep supporting, you guys keep making relatively positive comments about me. I don't think I'm ever going to shave my face again. But sorry, I just wanted to see what I looked like. You know, I'm like, oh, that's what you look like. All right, I agree with the people. Let's bring it back. And then last but not least, there is one person who makes it possible for me to do everything that I've done here. I've been here for 10 years. I've produced 7 Citizencons. I've produced 3 Gamescoms. Katze sitzt auf dem Boden und miaut. Or 2, and a couple digital stuff, and of course ISC and SCL every single week. And really, after your support, the only reason I get to do this week in and week out and have these big moments like this is because of the same guy who makes it possible for all of us to do our jobs. Chris? So I'd like to thank, where's the camera? There you go. I'd like to thank Chris Roberts. Chris, thank you. Bitte feuer mich nicht. Thank you for not thinking Sandy was crazy when she hired me. Thank you for saying yes to so many things I want to do. And for not saying no or getting angry when I don't ask. So thank you so much. I do operate a lot on a let's just do it and see if I get in trouble afterwards thing. So is that Chris there? Are you ready? All right. So with that, yes, he's angry now. All right. So without further ado, let's get to our final presentation of the night. The Star is My Destination. Introduced to you by the one and only Chris Roberts. Okay, natürlich. Dann lass ihn noch mal reden. Die Katze ist wieder vor der Kamera, nicht wundern. Ja, dann komm hierher. Boah, das mit den Crashes nimmt ihn echt mit, dass die komische Demo gecrashed ist gestern. Ja, jetzt, wir wissen das doch alle. Oh. Watch that. And if you're doing comparisons to the old stuff, compare with that video, not from the stream. Oh, er ist echt sauer wegen gestern. I hope you guys liked this morning. There was the base building, the crafting, the ships, you'll be able to do it. I mean, for me, the ability to sort of create your own place somewhere in the verse, find the perfect spot for you to make your home or harvest resources, it totally changes the dynamic
of what the game will be in terms of exploration and people spreading out, and I think putting roots down in the verse. So I can't wait till we get that in there. I mean, that's Ja, so geht's uns allen, Herr Roberts. Leider müssen wir alle noch ein Jahr oder so warten. So much to a living, breathing universe. But that is a perfect example of Star Citizen, how it's grown over the last 12 years, because we definitely did not have that on the initial Kickstarter or the pitches that we were doing. Alles, was er sagt, hört sich immer an, als würde er sich verteidigen. Muss er? Gegen die super Hardcore-Fans, die seit 15 Jahren dafür das Spiel bezahlt haben. Aber, ich weiß nicht, wie viel Mitverständnis ich noch habe für Leute, die jetzt vor über 10 Jahren 50 € für ein Spiel bezahlt haben und noch warten müssen. Das ist ärgerlich, aber mittlerweile ist es doch echt. Entweder du spielst das Spiel noch oder nicht. Was war das? I don't mean that as a knock at them. I just mean that in today's world you constantly upgrade and improve things. Was hat er gerade gesagt über Destiny? But the big question really is, at what point would we... Warte mal, solange wir noch halbwegs live sind. Point zero, it will always be sort of Star Citizen that will continue to grow. It won't be like, oh, we're going to do Destiny 2 after Destiny 1. It will just be a living, okay, ich verstehe, okay. Okay, das war nicht besonders klug, das zu sagen, aber ich verstehe, was er meint. Er meint halt, dass man nicht im Vorfeld sagt, oh, es wird das eine Spiel sein und dann plötzlich mit einem Nachfolger ankommt, wie bei Destiny. Aber ob er in seiner Position jetzt andere Spiele schlecht reden sollte, die rausgekommen sind, weiß ich nicht. Da wird Social Media, glaube ich, ein bisschen unfreundlich zu ihm sein. Das war, glaube ich, nicht besonders clever. And that is what we call Star Citizen 1.0. It's something that we've been talking and looking and designing and thinking a lot about over the past X number of years. And now we thought, you know what we should do, because I think half our sort of initial stuff is from a long time ago that you've seen, and then occasionally we'll talk about things we're doing in inside Star Citizens or SE Lives, but we're like, okay, let's tell everyone the marker. This is what it is, Star Citizen 1.0. When we hit this is what we consider we're ready to go wide. You know, everybody in the world can get in, play it, whether you're hardcore or casual, have fun, play in the verse, interact, have a great time. Okay, so that is what we're going to tell you today, is what we consider Star Citizen 1.0. That doesn't mean, as I said, that we'll stop at that point. We'll continue to grow and build. Schon wieder im Verteidigungsmodus. So fishing is not on Star Citizen 1.0's list, but I'm pretty sure. I know, but I'm pretty sure it will be not that long after 1.0. But that is the example. We're going to tell you what the Jetzt redet er schon wieder über. Er ändert sich halt auch nicht. Er ändert sich auch nicht. Game director is going to come out with a few of our other directors and we'll lead you through what 1.0 will be. So, okay, danke. Rich Tyra. Auf Wiedersehen, Chris. All right, Rich. Don't crash. Yeah. Oh, wie ihn das mitnimmt. Wie ihn das mitnimmt mit dem Crash. Das muss ein ganz fürchterlicher Chef sein. Das ist so einer, der merkt sich solche Sachen für Jahre. Und nach 2 Jahren, wenn du irgendeinen Mist baust, kommt er dann zu dir und sagt, ey, weißt du noch, als du vor 2 Jahren auf der Bühne standst und das Spiel gecrashed ist? What type of game is Star Citizen? And I've read many answers. It's a PvE game. It's a PvP game. What about non-combat? Ultimately, it's all 3. 3 types of players, 1 universe. So how do we connect those players to create a cohesive game and not just a set of features bolted together? Okay, ich verliere langsam das Vertrauen, dass wir hier in dieser Präsentation wirklich irgendwas Handfestes bekommen. What type of game is Star Citizen? Well, today, we're going to find out. Okay, so before we get stuck into Star Citizen 1.0, I think I need to clarify a few things. Firstly, what about 4.0?
Where does that fit in? Well, 4.0 is the patch that contains server meshing and Pyro. And fundamentally, it's an alpha development patch, which means it's adding further tech, features, and content to our alpha version of the game. Kriegen wir ein Datum? Today, though, is beyond 4.0, all the way to 1.0. And the big difference is that 1.0 is the full release of the game. Okay, so what does that mean? Okay, How will it be different to a normal patch? Ich bin auch dumm, warum habe ich das erwartet? Let's look at the one. The one means we're committing to higher base performance and minimal bugs. No longer will we reference that the game. Ich kann nicht glauben, dass sie wieder eine ganze Citizencon gemacht haben, ohne mir zu sagen, wann Version 4 endlich kommt. Und wann Pyro endlich kommt und so. From new player experience to story missions and endgame content. And crucially, it means no more resets between patches. It's a true. Das wird noch so lange dauern. Ihr habt noch nicht einen Gameplay-Loop finished. Nicht einen. Und noch nicht einen Polish. Star Citizen Squadron ist seit vorletzten Jahr in der Polish-Phase und braucht noch 2 Jahre. Das hier ist so weit entfernt. Das sind noch 4, 5 Jahre mindestens. Mindestens. Mehr. Das müssen mehr sein, weil alleine wegen der ganzen Systeme, die noch fehlen. Das ist reine Träumerei hier. Ich weiß nicht, ob das jemals passieren wird. Und das ist mein voller Ernst. Ich kann mir gut vorstellen, dass denen einfach das Geld und das Backing ausgeht, bevor das überhaupt passiert. Oder dass irgendein anderes Weltraumspiel kommt und einfach sagt, hey, guck mal, das sind deine Spieler, das sind jetzt meine Spieler. Es ist so albern, jetzt über 1.0 zu reden. Das wird einfach nicht passieren in absehbarer Zeit. Oh. Here we are, the Kickstarter. As a backer myself, man beachtet die Jahreszahl. And it also reminds me we had a lot of stretch goals. And one of those goals was 100 Star Systems. Ja, viel Spaß. Wir haben jetzt 1 übrigens. Wir haben 1. Wir haben ein System. Und immer noch kein Datum fürs zweite. Jetzt rudern sie zurück. Okay. Ändern wir es jetzt auf 5 anstatt auf 100? Das ist klug. Aber only had 90 POIs. Compare that to Stanton today, and we have 1,626 points of interest. And that is going to be dwarfed once we start using the Starchitect tool you saw yesterday. Okay, macht Sinn. Also wir gehen jetzt wahrscheinlich auf 10 Systeme oder so. So where does that leave us for 1.0? Leichter auf jeden Fall, we will ja. not be launching with 100 star systems. Because the game we have today was not just the game that was pitched back then. Das ist okay, das macht Sinn, das verstehe ich. Ich habe lieber 10 vernünftige Sternsysteme als 100, die irgendwie zufallsgenerierter Blödsinn sind. Let's get into the cool stuff. Star Citizen, by its very nature, is a sandbox MMO. Today, you as a player have to find the fun. Ja, in der Tat. In der Tat. Er sagt das, als wäre es was Gutes. You have to know those professions exist. You have to know what ships support that gameplay. Ja, wäre mal nett, wenn man so ein Tutorial hätte. You have to rely on outside resources for help. As it is now, the game is not set up to help you. Korrekt. Immerhin versteht er die Problematik. Soft framework, a nervous system that connects all the professions, ships and content together. And to do this, we're going to add a main story. Yes. Danke. To help. Das habe ich habe es gestern noch gesagt. Ich habe gestern noch genau das gesagt. Das ist, was dem Spiel fehlt als Star Citizen. Ich bin so froh. To help new and existing players, to help discover all the exciting features and content we have. Ja. To take them on a journey of discovery of what the game has to offer. Gut. Gut. This story will become the spine of the universe
and help onboard players with understanding how to play Was mache ich? Die haben mich schon wieder. Das wird noch 3 Jahre dauern, bis das überhaupt irgendwann mal im Spiel ist. Aber ja, das ist gut. Das heißt mehr NPCs, mehr Quests, mehr Sinn hinter dem Spiel. Gut. Okay, von mir aus. They also support many other features and professions, like repair technician, crafter, and builder. Guilds are hugely important in Star Citizen. Oh, weißt du, warum die das jetzt machen? Die sind mit der Story und dem ganzen Schreiben und so weiter von Squadron durch und haben jetzt 200 Writer und Storybuilder und Quest-Designer, die jetzt plötzlich nichts mehr zu tun haben. Blueprints and items. And each guild will have a unique inventory of what they offer. Alongside economic growth, guild reputation will become a core progression of the game. Gut. And to talk more about guilds, alles da ist gut. Alles, was er sagt, ist gut. I'd like to introduce David Haddock onto the stage, our very own narrative director. Vielleicht werde ich es irgendwann noch mal spielen können, tatsächlich. Vielleicht darf ich das noch miterleben. Ich bin mir noch nicht sicher, aber vielleicht. Haben Sie darüber gesprochen, wer das bauen soll? Also wenn die mal per Hand bauen und nicht generieren? Ja, hatten Sie gestern. Sie haben gestern eine große Vorstellung gehabt darüber, wie Sie mittlerweile Planeten bauen und was Sie gerade in Arbeit haben für Planetenbau und so. Und das ist so eine Mischung aus intelligenter Generation, also nicht komplett zufallsgeneriert, sondern du gibst denen die Grundlagen von einem Planeten und das System erkennt automatisch anhand von Wasser und Ozean und Erde und Wind und Sonne und so weiter, welche Pflanzen wo wachsen und so weiter und so fort. Und die sind mega gut, die Tools. Also ohne Witz. Die Tools, die sie jetzt schon haben, sind schon mega gut. Die können relativ zügig ein System voll mit Planeten hauen. Das geht vernünftig. Dankeschön. Hallo, Anthony. Das geht wunderbar und das funktioniert auch gut. Und man kann es natürlich immer noch verbessern, aber es ist jetzt schon meilenweit entfernt von anderen zufallsgenerierten Blödsinn. Also da sehe ich das geringste Problem. Das ist halt auch das Ding. Warte mal. Mach mal ein ganz bisschen leiser. Das Ding ist halt auch, wenn die Leute immer lästern, von wegen, jo, ihr habt gerade mal 2 Sternensysteme fertig, wie wollt ihr denn 100 machen? Das Ding ist halt, die letzten, keine Ahnung, 5 Jahre, 6 Jahre haben die nur dran gearbeitet, ihre Engine so weit hinzukriegen, dass das eben besser geht, dass man das automatisiert machen kann oder halbautomatisiert, dass die Designer einen leichteren Job haben. Und darum werden zukünftige Systeme auch nicht wieder 5 Jahre dauern, bis es die gibt, sondern relativ zügig fertig gemacht werden können. Weil das Werkzeug, das dafür gebraucht wurde, mittlerweile halt so viel besser ist als damals. Und das aktuelle System halt nur ein Test im Grunde dafür ist, wie man diese Systeme bauen kann. Also da habe ich am wenigsten Angst noch vor. Aber ich bin so froh, dass sie endlich mit einer Narrative und so anfangen für Citizen. Das tut dem Spiel so gut. Die haben 2, 3 NPCs, die schon Stories haben. Die sind auch schon im Spiel. Und die sind richtig cool. Und da freust du dich, die zu sehen. Und das macht Spaß. Aber das sind halt nur 2 oder 3, die sie mal irgendwann als Test eingebaut haben. Und sobald du diese eine Quest annimmst, wird das Spiel direkt so viel besser für zumindest 2, 3 Missionen. Weil sowas gehört halt zu einem MMO dazu. Und das haben die super lange ignoriert. Genau wie Crafting. Und wenn du kein Crafting hast und irgendeine Art von Story Progression, hast du halt nur eine riesengroße Sandbox, in der du nichts machen kannst, außer Geld sammeln. Und das hat schon so vielen anderen Spielen das Leben gekostet. Okay, macht Sinn. So that's the why. So where is this adventure going to take you? Well, 1.0 is going to include 5-star systems. Nur das Ding ist halt, das ist wieder der Großteil hier, den wir hier sehen, ist halt Träumerei. Das sind alles Pläne, die irgendwann mal kommen sollen. We've got Stanton, which needs very little introduction. I'm sure you're all very intimately familiar with these 4 corporate-run worlds. But since I do lore, I figure I could take the next hour and just walk through each one of these. But I'm kidding. We've also got Pyro,
land of the lawless. Oh, ich freue mich auf Pyro. Das wird auf jeden Fall endlich mal wieder... Ich habe vergessen, dass ich den Jumpscare-Follow noch drin hatte. Danke. Presentation yesterday, you know that he reintroduced Nick's system. It's another unclaimed system. Es ist Halloween, ich habe einen Jumpscare-Follow. A wannabe independent government formed during the Messer era, but now struggling with the burdens of governance, a growing outlaw presence. Oh, Nix hat nur 3 Planeten. Oh, der gelbe sieht cool aus. Der blaue sieht auch cool. Ich möchte die endlich besuchen können. Ich möchte endlich mehr Systeme. Made another big announcement of our fourth system. Ja. Castra. Situated along the former Perry line, this was a key strategic system to launch an attack if the Cold War between the humans and the Xi'an ever escalated. Ja, okay. So that's 4. Do you guys want to know 5? Ja. Werden sie Terror rein? Sie müssen Terror reinbringen. Ja, okay. Sehr gut. Ja. Oh, Terra hat einen Ferienplaneten mit Palmen. We're finally doing it. Considered by many to be the new jewel of the Empire, Terra has been a shining star against the more imperialistic tendencies of Earth, even in the darkest days of the Messer regime. Now, many believe that Terra should be the new center of the UEE. I don't know how you all feel about that. Was ist mit den anderen Planeten passieren? Was sind das überhaupt für Planeten? But that's our starting 5. Each system and each planet will be featuring the massive level of outposts, POIs, stations, biomes, and exploration options that we've been perfecting with Stanton and Pyro, and you've been seeing in some of the other presentations this weekend. Okay, also wir sind von 100 Sternsystemen auf 5 runter. We're also going to be adding location stories. Habe ich kein Problem mit, ist gut. NPC-driven missions sprinkled across our landing zones. Ein neues System kann man immer hinzufügen, das spielt keine Rolle. Und so groß wie alleine das Starter-System ist, das Stanton-System, ist das überhaupt kein Thema. So, that's our main story. Let's talk more about the guilds that Rich mentioned. First, a quick recap. Guilds act as a governing body for clusters of professions and factions with a reputation and progression system that will offer rewards the more you work for them. Was mich ein bisschen beunruhigt ist, dass bei den Gilden nicht wirklich viel Neues dabei ist, außer das Bauen. Ich meine, das ist gut, weniger Kram, auf den man warten muss, aber die vorhandenen Sachen sind halt jetzt nicht so, dass ich sagen würde, geil, ich freue mich drauf, endlich zu salvagen und so. But we want you talking with people. So to aid that, we're going to be adding characters to represent the factions that you'll be working for that will help sell their personality. Now, some Quest NPCs, interact with you via Story the NPCs. But some will call and check in on your performance. Gut, and others, you may have to meet in person from time to time. Okay. So, let's walk through them. Das klingt alles super. Das klingt ohne Witz, das klingt alles super. Nur, das wird halt so ewig lange dauern. Mining valuable resources from remote corners of the universe. Es ist halt im Grunde haben sie jetzt eine spielbare Tech-Demo und jetzt fangen sie an, das Spiel dahinter zu entwickeln. Ich weiß nicht, ob das die richtige Reihenfolge ist. Next, you have one of the oldest unions in the UEE, the Interstellar Transport Guild. This will be the go-to place for everybody looking to make their fortune hauling and trading. Das finde ich ganz spannend. Also transportieren mag ich sogar gerne. Könnte man auch lustige Quests einbauen, von wegen, huch, da hast du aber was transportiert, was du nicht hättest transportieren sollen, jetzt sind wir hinter dir her oder so. Sports, Racing. Okay, Racing habe ich noch nie ausprobiert. Gibt ja mittlerweile diese Rennstrecken und so, die habe ich noch nicht geguckt. Cargo Olympics, okay. And provide an outlet for all you Murray Cup enthusiasts, Parkour, Olympians, okay. And competitors to see just who's the best out there. Ja, For those who dream of exploring, I'm sure we have a couple here. Die Möglichkeiten müssen so spannend sein, dass man seine eigenen Story... Ja, das stimmt. Gerade bei so Sandbox-Dingern, das ist richtig. Und da scheitert halt im Moment. Ich mag Star Citizen, aber ich würde nichts in Star Citizen aktuell als wirklich spannend bezeichnen. Außer ganz wenige Aufgaben und einfach das Entdecken und so. Und selbst zu entdecken gibt es nicht wirklich viel, außer schöne Screenshots. We're going to have a new faction
called High Point Wilderness Specialist. Explorer, who will das offer interessiert missions mich. associated with Scan, the various fauna Location that we're starting to Mapping. get into the game. Klingt super. Population Wird ewig control dauern. missions to harvesting specific resources for Hunter ist jetzt theoretisch möglich. Da gibt es sogar schon mehr oder weniger eine Quest im Spiel, um Tierbestände runterzuschießen. Now, previous to this, these are all of our profession guilds. But for our combat guilds, they operate a little differently. See, these two are diametrically opposed to each other. So, Das ist once auf you jeden pledge Fall allegiance to one, the other marks you as an enemy. Einiges besser als vorher. Das ist, On the bis lawful jetzt side, gefällt mir we alles, have was er the da Mercenary erzählt. Guild. They represent factions like Eckhart Security, Ja, das macht the Sinn. Bounty Hunters Guild, Also and davon even müssen some wir viele military haben. contractors. Das ist halt das für die 90% der Spieler, das Spiel überhaupt mal ausprobieren. To go assault a ground base, hunting down an elusive criminal, or putting together a recon run. Das meiste davon ist sogar schon im Spiel, so wie ich das sehe. Außer Scan. We have the Council. Now, this is a shadowy group comprised of representatives from various gangs, syndicates, and outlaws who mandate criminal activity. Davon sind auch schon ein paar Sachen im Spiel, aber halt noch nicht so verbunden. Gangs like the Headhunters and the Dead Saints, or work your way up to join highline criminal syndicates like the Atonis or the Drop Kings. But remember, the underworld is a dangerous place run by greed and power. So mercenary guild reps might not be the Das hier only nehme ich people you jetzt have to worry definitiv about. erstmal als As the Träumerei. syndicates are always looking for loyal soldiers So die who hurt their Basic, competition and tip the scales of power in their so favor. Basic Quest Design, glaube ich, kriegen sie hin in einem Jahr. Den Rest, It's going to be a universe of exciting storytelling opportunities for you to undertake in 1.0. But one more thing, we're also going to revitalize our social behaviors to make the populations not only feel more alive and heißt das? reactive and off chairs, but better reflect the tone and flavor of the areas that they're inhabiting. We ja, want to see the people of Loreville slowly abwarten. trudging through the streets, overburdened by the ruthless contracts, just as much as we want to see the tourists of Orison gleefully moving from Oh, attraction to endlich attraction. endlich richtige NPCs? And all of this is what's going to make Star Citizen be the experience Na? we set out to make. NPCs. A diverse universe with a rich tapestry of stories, characters, and experiences for you to live in. Was heißt das? To talk more about how all this feeds back into player progression, I'm going to turn it back over to Rich Tyler. Was hieß der letzte Absatz? Ich hatte es jetzt kurz so verstanden, dass sie bewegende NPCs und Stories und so für die einzelnen Standardbewohner haben wollen, aber ich bin nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe. Oh, ich blute. Ich habe mir was Thanks, aufgekratzt. Dave. Okay. So we have a main story to connect the universe. Ist kein We have all the Taschentuch. guilds and their associated professions. Warte, And we gleich have wieder da. location stories to give the world depth and life. Crucially, though, we have a new core progression in the game, guild reputation. But what about our other core progression in the game? The economy. So, as we've discussed before, we'll be Ich lebe noch, implementing a alles ist Star gut. Sim-powered dynamic economy. Hab nur an einer Stelle die ganze Zeit rumgekratzt und jetzt habe ich es endlich übertrieben. So, was gilt? Reputation, Economy. Was war das? Das Reputationssystem, das aktuell im Spiel ist, ist übrigens ein Witz und völlig überflüssig. This means transactions such as repairing, refueling, and restocking need to have value. If everything is too cheap and the money coming into the economy is too great, we'll have massive inflation. Ja. And this is where taxes and insurance come in. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh, jetzt wird's. Damit drohen sie schon, seitdem das Spiel existiert. We'll have two main taxes. Inheritance tax as part of Death of a Spaceman. And security tax Wenn for man your es schlechter base macht, für den that will cover the Explorer cost Items of zu finden, die planetary unique shield sind. tech. Ja. Insurance, on Ja, the other das wäre hand, will cool. be split between Aber ich glaube halt noch medical nicht insurance, dran. which covers your hospital imprints, and probably the most important one of all, ship insurance. Now, as we have Death of a Spaceman, we also need Death of a Spaceship. Oha. Losing your ship should be Jetzt significant. wird's Right now, schwierig. for example, Schwierig zu over navigieren. 90% of all claims in Wie the willst du verse den Leuten, die are for 500 ships Euro that für ein have Schiff not been ausgegeben destroyed? haben, erklären, dass ihr Schiff irgendwann zerstört werden kann? And this is where ship insurance and our new warranty mechanic comes in. First up, we'll have 3 tiers of insurance.
with Ja, level 1 die being Steuererklärung chassis in-game insurance. genauso schwarzig wie in-game. Level 2, chassis and component insurance. And level 3, Es chassis, ist ein component bisschen and vergleichbar mit EVE decorations Online. Ein insurance. bisschen. Now, insurance by itself will only pay out credits based on the wear and age of your ship. Insurance, I think you want to listen to this bit because it's important. Insurance with a warranty, though, will give you back a new ship, plus any other equipment or decorations based on the tier of insurance you had. Was Okay, heißt so das? this is the bit you need to listen to. All ships bought on the pledge store Aha. will come with a permanent warranty and their appropriate Plus insurance. Insurance. Das heißt, wenn man ein Schiff gekauft hat, muss man sich zumindest keine Sorgen machen, dass man es nie wieder bekommt, sondern man muss halt in-game wieder dafür This means bisschen Geld you'll bezahlen. always get your ships back if they're attributed to your account. Other ships, on the other hand, will require a transferable warranty, and these are rare. You'll be Okay. able to earn transferable warranties in-game, such as by completing the main story, as an example, Okay. and apply them to any of the ships you own. Ah. But there will be a cooldown for transferring it between ships. Das ist so gar nicht so choose dumm. wisely. Now, what about claim timers? It's another fun topic. And getting your ship back without a Also claim. wenn ich das richtig Well, we verstehe, want claim timers to be ich mache proportional mal to kurz the Pause, auch wenn es live ist. Wenn ich das richtig verstehe, was, wenn dein Schiff geklaut wird? Du kannst, wenn dein Schiff geklaut wird, zumindest aktuell, jederzeit zu einer Raumstation gehen und sagen, hier, schick mir mein Schiff wieder hierher. Dann verliert das der es geklaut hat und du bekommst es wieder. Also das ist nicht das große Problem. Okay, warte crafting mal. timers. This means it's more beneficial for you to go back and get your original Zumindest bin ich ziemlich sicher, dass es so ship. For this, we're funktioniert. going to be introducing a shuttle ship, just like a courtesy car. Was natürlich auch, das bringt halt auch das Problem mit sich, dass es schwierig ist, ein Schiff tatsächlich auszuleihen. Weil es funktioniert, aber du kannst halt jederzeit sagen, okay, jetzt will, ja gut, es funktioniert. Ich weiß nicht, ob sie das gefixt haben. Irgendwann war es mal so, dass Schiffe automatisch despawnen, wenn du so und so weit weg von denen bist. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Also wenn ich dir jetzt ein Schiff ausleihe und du fliegst damit weg, dann wird das einfach irgendwann despawnen, wenn ich nicht in der Nähe bin. Aber ich glaube, das gibt's nicht mehr. Was cool wäre, wäre halt eine offizielle You'll be able Ausleihmechanik. to claim the shuttle at no extra cost to most locations and then fly it back to your original ship. Once back in your ship, the shuttle will automatically return home. Claim time is proportional to crafting time. If your ship has been legitimately lost, though, then you'll need to claim it back. And as we'll be increasing claim timers, this will mean some ships will take longer than others. Das ist nervig. With starter or small ships always being readily available. Das ist jetzt schon teilweise echt and nervig larger lange und wenn es nur ein paar capital-sized Minuten ships sind. taking a long time. So it's always better to try and get your ship back if possible. Aber es macht Sinn. Okay, Es macht so halt we Sinn, talked about our wenn man, two corporate- wenn man will, dass die Schiffe im Spiel gefühlt einen Wert haben und dass man sich drum kümmern sollte, was mit denen passiert und nicht einfach überall blindlings reinfliegt. Macht das Sinn, wenn es schwierig ist und oder lange dauert, das Schiff wiederzubekommen? Also es macht, But ja, what does that mean to you as a player? Well, firstly, it means we have a framework where we can start creating cyclical gameplay loops. ja, bitte. But what are they? Let me show you. Okay, so right now in live, if you have a prospector, you probably enjoy mining. And the reward for mining is credits. Es braucht irgendeine and the Hürde, enjoyment Strafe, of the aber es ist activity. schwierig, ja. Vor allem, But in 1.0 sie haben es sich halt selber schwierig gemacht, indem sie halt jedes Schiff einfach verkauft haben für Geld. Ansonsten hätte man einfach sagen können, okay, wenn du dein Schiff verlierst, verlierst du halt dein Schiff. Musst du entweder ein neues kaufen oder irgendwie Versicherung abbezahlen. Und dadurch, dass jeder sein Schiff oder ein Schiff oder alle Schiffe einfach im Store kaufen kann, funktioniert das halt nicht so einfach. Da muss man dann halt wieder was finden, um nicht die Leute zu vergraulen, die 1.000 € für Schiffe ausgegeben haben
aber auch nicht die Leute vergraulen, die kein Geld ausgegeben haben, weil die brauchst du auch fürs Spiel. Das ist halt, das haben sie sich selber eingebrockt. Aber ich finde die Lösung gar nicht so schlecht, muss ich ehrlich sagen. Das, was sie vorhin gemeint haben. Mit dieser Mischung aus Versicherung und Garantie. Das macht Sinn. I'll just give you a moment to take that in, because there's a lot. I actually had to ask them to take the variants out, because it didn't fit on this slide. Ja, es gibt eine Menge Schiffe. And let's zoom all the way into the prospector, a stalwart of the mining community. Okay. But let's say I really fancy acquiring a military Mark II Hornet. Okay. Let's go on a simplified journey of how I could get one. Firstly, I know I won't be able to buy it, as it's a military ship, so I'm going to need to craft it. That means I will need the fabrication hangar blueprint. Luckily, I can earn it by doing mining missions to gain rep with the United Resource Workers, and I already have the perfect ship, my trusty prospector. With blueprint in hand and some excess credits, I can now purchase a small plot of land on Stanton and build my fabrication hangar. Step 1, complete. Now I need to grab the Mark II Hornet blueprint. For this, I need mercenary rep, and more importantly, a combat ship. With that in mind, I will do a few more mining contracts to earn enough credits to purchase a Mustang from the dealership. Now I can start doing combat pilot missions for the Mercenary Guild, so I can unlock the Mark II. Das Ding ist halt, du kannst all das überspringen, indem du einfach 200 € benutzt, um dir so ein blödes Schiff zu kaufen. Ich beschwere mich gar nicht. Ich finde das cool, aber das wird halt, das verfolgt halt das ganze Spiel. I have the Mark II blueprint, but I need the resources to craft it. Okay. So I come full circle back to my prospector, but this time I'm mining for resources instead. As you can see, this closes the loop. Ja, ich weiß nicht, ob so die Game Loops funktionieren, aber ja, ich weiß, was er meint. But now I am mining for a purpose. Sowas hat dem Spiel halt echt gefehlt. Sowas hat dem Spiel halt echt gefehlt. For reputation, for resources, for blueprints, and ultimately as a stepping stone to crafting my own ships to enjoy other professions. And this is just one of many loops. This is the core of Star Citizen 1.0. Okay, das macht Sinn. Das ist auf jeden Fall 99% mehr Spiel, als wir jetzt haben. Aber dafür braucht es halt noch so viel. Dafür braucht es noch das ganze Crafting, dafür braucht es noch Häuserbau, dafür braucht es die ganzen Storylines, die sie da jetzt haben. Die NPCs, die Blueprints, vernünftige Reputation. Das ist halt auch so viel Kram. It's providing the framework for motivation to play the game. Ja, ja, 100%ig richtig, was er sagt. What about the destination? So Dave has already discussed citizenship and the main story, so let's collapse that for now. Let's talk about endgame content. Oh, jetzt kommen die komischen Dungeons unter diesem einen Gebäude. For experienced players and keeps them engaged. Und der Wurm. Basically everyone in this room. Und das eigene Haus. So how does that look in 1.0? Firstly, we'll have open world content, including missions, group missions, and server-wide events, like we have today, but tailored to endgame players. Macht Sinn. While the sandbox element of Star Citizen will allow for large-scale battles, Geld aufs also Pool. to provide challenging instance content that will take full advantage of not only multi-crew ships, but fleets of ships. Woran definiert ihr? Die Frage ist, wodurch definieren die, wann man Endgame ready ist? Weil es gibt ja in dem Sinne keine gelevelte Ausrüstung. Wobei, wenn sie jetzt das mit dem Crafting machen, mit den verschiedenen Stufen, gibt es das schon irgendwie. Dann kann man eine Level 3 Rüstung haben, anstatt eine Level 1 Rüstung. Aber ich meine, was hindert mich daran, ein dickes, großes Schiff zu kaufen? Nehmen wir an, ich könnte das Spiel. Und dann einfach so, spielt im Grunde keine Rolle, oder? In der Sandbox, ich glaube, ich mache mir da zu viele Gedanken. High-level contracts from government agencies who will offer prototype and military blueprints as rewards. These missions will require the full coordination of multiple players and an assorted fleet, Gruppen- und Org-Content. support and fighter ships. You will finally be able to become the admiral of the fleet. Instanzierten Content gibt es, glaube ich, im Moment auch noch nicht. Das ist auch wieder ein ganz neues System, das sie einbauen müssen. Mir fällt zumindest nichts ein, was... Was? Capital, support and fighter ships.
You will finally be able to become the admiral of the fleet, directing your armada from your hologlobe. Which, yes, is a feature included in 1.0. Okay, cool. Also können wir das machen, was wir da im Trailer gesehen haben. Das ist nice. Google, warum fühlst du dich die ganze Zeit angesprochen? Ich rede nicht We mit will dir. also be offering more specialized on-foot missions that see you enter the depths of distribution centers and municipal works in small, tight-knit squads that provide an outlet for our more Nee, keine FPS Instanzen. Also aktuell, glaube ich, gibt es sie noch nicht. Mir fällt zumindest nichts ein. Alle Gebiete, die man betreten kann und so, sind von jedem zu jeder Zeit zu betreten. It will also track player and AI activity and dynamically spawn events based on their actions. For example, if it tracks large amounts of resources being moved from one home location to another, it will have a chance to spawn pirates to intercept. Den ganzen Kram, alles, was hier auf dem letzten Slide war, das gibt's noch nicht. Und das ist auch sehr fraglich, dass das wirklich zu 1.0 kommt. Wenn 1.0 irgendwann kommt, zu unseren Lebzeiten. Cyclical gameplay loops, and endgame PvE content. But what about PvP? What about player versus player content? As you know, 1.0 will contain 5-star systems. 3 of these being lawful in Stanton, Castra, and Terra, and 2 of them being unlawful in Pyro and Nyx. So what's the difference? Let's take a look at Stanton. Lawful systems will be a mixture of high, medium, and low security areas. Each of these areas will be monitored by law enforcement agencies. And depending on the location, will dictate the emergency Bin mir response ziemlich sicher, dass time, davon auch noch with nichts im high-set Spiel areas ist. being the fastest. Initially, this response will be measured, but over time will escalate. Nicht to hundertprozentig sicher, aber overwhelming ich force. wüsste nicht, dass ich da mal irgendwas von gemerkt This hätte. means if someone is attacked, if they can just hold out for a short duration, help will be on the way. Pirates will be able to disrupt this monitoring by shutting down the nearby comm arrays, but this will be highlighted in your star map. Okay. Dynamic missions being generated to bring it back online. Die Comm Arrays fairerweise gibt's schon und man kann die This auch is the schon PvP you already niedermachen. know and experience right now, just without security forces. Aber ich glaube, im Moment But ist das before we nur jump into für an unlawful Aufträge und system, so. Also nicht mit let's irgendwelchen explore echten what Folgen. options you have if you pirate a Glaube ship. ich. Okay, so first up, let's discuss ownership. All ships and high-value items that you own will automatically be assigned to you. This means if someone steals your ship, you can mark it as stolen. Oh, geil. Either by Reiche an Leute insurance claim Simulator. or in your Mobi. This will then trigger a dead man switch on the stolen ship, meaning it will cease to function after a period of time. But what options does this leave as a pirate? Well, you can still salvage it. You can tow it back to your fabrication hangar to dismantle it for resources. Or, if you have a high enough rep with the council, our criminal guild, you can get the dead man switch disabled and pay for a new title deed to become its new owner. Okay. Das ist nice. Können Piraten endlich mal echt Schiffe klauen und piratieren. Was passiert mit dem das Schiff original gehört hat? Also, if you're in a lawful system, you'll need to find a transient jump tunnel, as all major locations and POIs will have custom security that will scan you on arrival. Okay, so with that out of the way, let's look at the unlawful system in Pyro. Unlawful systems have no laws at all, and with that comes opportunity. Pyro, as an example, has an abundance of high-quality resources and is a hotbed of criminal activity, the literal definition of high risk, high reward. With crafting now requiring resources, you're going to want to create bases to mine and extract them. This is where base raiding will become a new form of PvP, and it's founded on a combined arms ethos. Defending players will be able to add defenses such as walls, automated turrets, and most importantly, ground shields, a localized version of the planetary shields used in lawful systems that absorb the most powerful of weaponry. No longer can you just turn up and drop a Moab. Okay. Aber was hindert einen daran, einfach eine Stunde vor der Station zu stehen und zu beballern? One huge difference, though, compared to planetary shields, is that these shields can be disabled.
Ja, es klingt alles sehr durchdacht, EVE Online. Ja, das ist es halt. Das klingt alles insofern durchdacht, dass das ist so die Art von durchdacht, die du machst, wenn du dir ein eigenes Brettspiel ausdenkst, meinetwegen. Und dann wird es jemand spielen und plötzlich gibt es 2 Millionen Situationen, die du eben nicht bedacht hast. Wenn du ein eigenes Rollenspiel-Szenario machst oder so zum Beispiel. So in der Art durchdacht klingt es. Wenn dir es jemand so vorliest, klingt das alles super gut. Wenn du ein bisschen länger drüber nachdenkst, fallen dir 100 Sachen ein, warum das schiefgehen kann. Und vor allem, was dafür noch alles nötig ist. Now, both piracy and base raiding is founded on sandbox gameplay. And again, that's the essence of Star Citizen. But we want to add more. Something where you can log on and immediately find the action and fight for a purpose. Okay. So first up, let's go on a history lesson. In the early 2600s, there was a fledgling corporation called SEAL that had developed a new system-wide planetary shield technology. The same technology that will provide protection for your bases today. To prove this tech, they wanted to use Nyx and Pyro systems as a testbed. With the promise of high-quality resources, SEAL lured independent miners to man the shield network in exchange for shield protection for their settlements. As a prototype, SEAL couldn't provide total coverage over all the mining settlements, and so they created the SEAL Tokens program, allowing the most industrious factions to purchase shield coverage for their work. The network consisted of multiple linked bases on the ground that then linked to several stations in orbit around each planet. Oh, heißt das, man kann tatsächlich selber einen eigenen planetaren Schild bauen mit einer Org und so? Dafür sind es dann wieder ziemlich wenig Systeme. Weil wenn man nur insgesamt, keine Ahnung, 15 Planeten hat? Factions could then earn SEAL tokens for working on any part of the network. They could then use these tokens to buy shield coverage. But with the competition amongst factions being so intense, SEAL was only able to offer shielding to the hardest workers. Unfortunately, due to outlaw interference, SEAL eventually pulled out of Pyro and Nyx and pushed for a more automated solution in more civilized systems. Aber die Satelliten sind noch da. So fast forward to present day, without SEAL's backing, they had to pull out and leave it as it is. And welcome to Station Warfare. Diese albernen Klatschpausen. Erzähl einfach. With the SEAL network still in place, but lacking resources, orgs can take ownership of these structures to gain access to planetary shield tech. Okay. Which, as you know, would make their bases invulnerable. Unfortunately, there's a catch. There isn't enough to go around. Clip. And as in the good old SEAL days, the system still works via the SEAL token program. To earn tokens, you'll have to assault a location and then deposit resources to power the network. This begins with ground bases and ends at the shield core. Each structure occupied will then accrue SEAL tokens over time, with larger structures earning more. Also heißt das in der Praxis für PvP, dass meinetwegen 3 verschiedene Orks um einen Planeten kämpfen und um die Vorherrschaft für den planetaren Schild, oder was? Und die anderen dann jeweils immer wieder versuchen, den Schild anzugreifen und abzuschalten, um das Gebiet zu übernehmen? Das Gute ist, du kannst dir ganz viel aus anderen Spielen angucken und sehen, wie das funktioniert, ja. And finally, it's not just sandbox PvP or ganking, you are fighting for a purpose. So once you've won your bid, what then? Well, to talk more about that, I'd like to welcome Ian Leyland, Star Citizen's creative director, to the stage. Okay.
Good luck. Thank you. All right, hello Citizencon. Thank you, Rich. Thank you, Dave. So, to continue the conversation of large-scale endgame org activities, let's go back to Pyro 3, where the ground bases were being built earlier today. This morning, we saw the small habitat being built by Luke. And then we saw Deck start to expand the base into a commercial enterprise. But eventually, we saw a massive example of an org base. But with everything Rich was talking about, with org system-wide activities, we want to give you guys the ultimate end goal. But also the thing we need to protect. And to do that, let's look up into the sky and see what it is. Naja, es ist obviously ein Planet. Es ist obviously, dass eine Org theoretisch einen ganzen Planeten übernehmen kann. Wenn sie den blöden Schild und alles haben. Diese kleinen Sprünge haben wir auch noch nicht. Diese Mini-Jumps. Die hatten sie auch in der Squadron-Demo gezeigt. Für mich ist das alles Magic. Es ist auch bei all dem Gemecker, das ich immer von mir gebe, wenn du das Spiel spielst, alleine wenn du jetzt Star Citizen spielst, das ist ultra krass, was die da gebaut haben. Das ist mega, mega krass. Da würde ich auch nie irgendwas Schlechtes gegen sagen. Das ist der absolute Wahnsinn. Und das hat halt kein anderes Spiel so, wie sie das haben. Ja, was machen wir jetzt hier? Außer wieder schöne Bildchen. Selbst ihm ist langweilig. Das ist jetzt so eine Schildstation oder was? Einer von diesen verlassenen Satelliten? Von der Org übernommen? Immer zwischendurch ein bisschen Optimierung. Und dann halt am Ende, wenn 1.0 irgendwann mal rauskommt in 3, 4 Jahren, 5 Jahren. Let me introduce you to player space stations. Okay, cool. Finally, you can build your home amongst the stars. This Alles will be the starting point for reine your Träumerei, base aber cool. operations for system-wide org activities. But why is this an end goal? Well, first of all, to construct your own space station, it's going to require vast quantities of resources and materials. And also will be a large time investment. But how do we start? Well, it all starts with the supply bay. And the supply bay can only be constructed by the pioneer. Die wollen echt diese Pioneer verkaufen. Once it's created, the supply bay then Gibt's handles übrigens the auch noch nicht im creation Spiel. of the station itself. Now, we're in grey box development phase, so the artwork's not final, but let's go on a journey and start building our space base. Okay, zeig her. Das ist eine Argo Cargo, jedermanns Lieblingsschiffchen. Diese Mechs gibt's auch noch nicht im Spiel, nicht steuerbar jedenfalls. Und diese Weltraumbaustation gibt's auch noch nicht im Spiel. Moment, was ist das überhaupt?
bin nicht sicher, was das sein soll. Ich glaube, das ist dieser Aussichtsturm, den wir gesehen haben, nur als Space-Ding zum Bauen. Ja. Ah, das hatten sie ja gestern schon gezeigt. Das ist nett. Also sammelt man mit der Prospector quasi diese großen Dinger ein. Nee, nicht mit der Prospector, mit dem großen Transportschiff. Ich habe den Namen vergessen. Hull C. Und bekommt damit Material zum Bau der Raumstation. Und mit der Prospector baut man dieses komische Ding, das da rechts schwebt. Dieses Bauding. Und mit dem Bauding kann man dann die Station bauen, die eigentliche. Das ist cool. Ist halt wirklich nur für Orks und so. Nichts, was man irgendwie mal alleine machen kann. Ich bin noch nicht so ganz sicher, was das jetzt mit PvP zu tun hat oder ob wir überhaupt noch beim PvP-Gebiet sind. Ich glaube nicht. So as you saw, the cargo grid of the supply bay consumes resources. And the required resources will be substantial and will need to be topped up over time. Das ist gut. Wir brauchen mehr Zeug, das Ressourcen frisst. Orgs will be encouraged to have efficient logistic networks to feed the supply bay. And as Rich outlined with professions, it's ideal if your org is well-rounded in terms of roles. Even the starter player can contribute. The supply bay has automated construction drones, which are used to create the station. And unlike ground bases, many drones are used at once to create the base. Once the station is built, the supply bay then integrates into the station itself. So here we are. Wie viele verschiedene Orks werden dann einfach nur ständig die Supply Bay der anderen Ork kaputt machen? Einfach vorbeifliegen, alles wieder zerstören, wieder wegfliegen. Das ist doch... Ah. Right on the top is the bridge, which is the command deck. This is where all further construction is going to be managed. Ja, jetzt sind wir wieder im Träumereibereich. We can then monitor the status of the entire station. We have access to power and water management. Power and cooling ist halt wirklich. Sobald sie anfangen mit so Artwork-Bildern, ist es wieder reine Träumerei. For who can enter particular areas, either divided by the ranks of the org itself or open to the public. Aber ey, die Idee ist gut. Wenn sie das wirklich irgendwann mal anfangen und zu Ende bringen, top. Aber halt auch wieder Content, der nur für einen sehr kleinen Teil der Spieler wirklich erreichbar sein wird. Egal, was er jetzt sagt. Das wird halt wirklich nur große Orks betreffen und nicht mal eben die 2, 3 Kumpels, die miteinander Star Citizen spielen wollen. Das finde ich immer ein bisschen schade. Aber gut, die können dann halt ihr Haus bauen und so. Das ist schon okay. Solange das alles kommt, ist das schon okay. Und ich meine, wenn es Greybox ist, heißt es, es ist zumindest schon irgendwas, was irgendwo gebaut ist und halbwegs spielbar ist. Auf irgendeinem Testserver. Das ist immer ein gutes Zeichen. Wäre das Whitebox, wäre es um einiges schlimmer. Ja, stimmt. Ja, sie haben auch irgendwann mal vor einem Jahr oder 2 davon geredet, dass man so NPCs anheuern kann. Aber was daraus geworden ist, weiß ich halt auch nicht. So für größere Schiffe und so. Und man könnte dann ja theoretisch auch NPC-Arbeiter für so eine Station anheuern, meinetwegen. Oder NPC-Transporter. Aber wie gesagt,
Das ist alles Quatsch, den es noch nicht gibt im Spiel. Ich bin schon froh, dass sie sich überhaupt über Star Citizen Gedanken machen und nicht nur Squadron. Transit network. This spine physically connects the entire station and will provide access to the various decks. Each level in the station will have a centralized lobby area, and this is your station. You'll be able to use the decorator mode, okay. so you'll have Also wie bei den plenty of Häusern. space to theme it Das ist cool. however you want. Das ist nett. And speaking of having plenty of space, this space station will have a one-to-one interior layout matching the exterior. No magic elevators. Oh, okay. Das ist, glaube ich, das erste Mal, oder? So you can circumnavigate around the entire perimeter, and it's wonderful. Okay, let's jump back in. Na gut, das ist jetzt so mäßig spannend. Das ist außen, ne? Ja, das ist der äußere Ring. Ja, ja, das ist cool. Alright. As you can see, right at the bottom of the central transit system leads to the lower areas. This is where you'll gain access to the engineering deck. So like Haben wir auch noch nicht. Den ganzen Engineering-Kram, der schon seit ewig angekündigt ist. Schiffe reparieren und Feuer löschen und so. Alles schon so lange im Gespräch, noch nichts von gesehen. Then we have the hangar deck. And as the name implies, this is where you'll gain access to your hangar network. The base station comes with a large hangar already built, along with 2 docking collars, and also empty slots for another 2 medium hangars when needed. There will be a vast network of internal road systems, meaning you can quickly drive from one hangar to the other. No elevators needed. Okay, let's check back in. Okay. Glaube ich auch das erste Mal, dass man Hangar ohne diese komischen Teleport-Fahrstühle erreichen kann. Was macht man, wenn die Hangare voll sind und jemand anders da landen will? Gibt es dann trotzdem noch einen magischen Hangar? Oder ist dann einfach voll? Okay, was sollte das jetzt? Das war jetzt auch nicht sehr vielsagend. All right, so your station hangar will offer some enhanced logistics. For example, there'll be spaces for several freight elevators. And there'll be empty modules for open ship parking for vehicles and ships, vehicles and ground vehicles. Das ist cool. And there'll be also exit points where you Ja, can jetzt im simply Moment drive zieht sich's out gerade. into your station.
Then there'll be also an upper level. Und for the du merkst observation halt auch sofort, wenn die From the observation den deck, you'll Unterschied have a control room. Unterschied dazwischen, wie sie erzählen, wenn es irgendwas ist, was tatsächlich schon spielbar und so gut wie fertig ist, und Sachen wie diese hier, die irgendwann mal irgendwie geplant sind. Du hörst den Unterschied an der Art und Weise, wie sie erzählen. So far is what comes with your station. Let's talk about what you can do to expand it. As I mentioned before, the station comes with a predetermined interior network of corridors and roads. And in this network, you'll find an array of bulkhead connectors. Was ist das? Bulkhead connectors will come in tiers 1 to 3, which drives the size of room you're able to build. Ach so, um das anzubauen. Okay. This is where you start to expand the interior of your station. The rooms will require resource and time to construct, and once built, you can rename each room. Ja, ich kann dir versprechen, dass davon noch nichts irgendwo irgendwie funktioniert, also noch nichts irgendwie gebaut ist. Das ist jetzt wieder reine Träumerei. Areas for you to expand. You can build generic empty rooms, and you can fill with items to your heart's content. You can also build specialist rooms with a theme and die Idee ist cool. Man könnte dann halt echt, keine Ahnung, eine Station bauen, die ein reiner Flughafen ist, oder eine Station, die ein Kultraum eines verrückten, irren Kults ist oder so. Das wäre mega cool. Aber und dann kommt halt die Frage dazu, wenn wir jetzt in der Zeit, in der das mal kommt, haben wir ja schon längst diese normalen Playerhäuser und so weiter. Also warum sollte ich noch ein Haus im Weltraum bauen? Es ist cool, aber da verstehe ich den Sinn wieder nicht so ganz im großen Bild. Das ist wieder so das ist alles ganz geil auf dem Papier, aber warum Ding? Für mich. To specific functionality. Some modules cater towards resource collection, such as gas harvesters, while others are geared towards defense, like shields or turrets. This goes back to bridge operations of power management. A situation may arise where power priority is needed. Then we have major hardpoints. The core station module comes with 2 hardpoint connectors. Major hardpoints. Und dann denke ich halt über so Sachen nach, wie die haben noch nicht mal alle aktuellen Schiffe auf den neuesten Stand gebracht. The first example Ey, Star Citizen Fans und ihre Industrie, ey, die lieben Baucontainer einfach. Awesome, thank you. Awesome. The first example is the cargo wing. The cargo wing will dramatically increase your inventory capacity. So this is ideal for orgs who are specializing in holding. Then we have the refinery wing. Das sind doch nur Bildchen. So you'll be able to refine resources. Davon werden wir jetzt die nächsten 3 Jahre, 4 Jahre noch hören. As it's in space, it's much more convenient than traveling to a ground base. Now, a player could buy resources from your cargo wing and then refine it directly in the refinery wing. Was alles passieren könnte, ist mega krass. So, all right. So, the bigger your fleet, the more hangars you'll want. There'll be a variety of hangar sizes as well. Das ist alles eine coole Idee. Das würde ich alles für so ein Strategiespiel gerne sehen, aber es wird halt nicht passieren in Star Citizen. Nicht in der aktuellen Zeitrechnung. Ich wüsste nicht wann. Okay, so let's recap on the exterior expansion wings. Ja, mit viel Glück 2036. On how to collect resources or provide automated defenses for your base.
Major hardpoints gives us options on how you can specialize your base. Let's jump back in game and see how our base is getting on. Ich meine, dass sie schon Greybox-Ausschnitte haben, macht's glaubwürdiger. Muss ich zugeben, das passiert selten genug. Aber wer weiß, wie viel von dem Kram tatsächlich schon funktioniert und wie viel nur einfach gebaut ist fürs Aussehen. Ja. Cool wär's auf jeden Fall, wenn mehr Kram überall ist. Ich weiß zwar auch nicht, warum. Das ist wieder so ein Warum-Ding. Wenn ich in einem Orbit von einem Planeten bin und ich sehe 12 Raumstationen von Spielern und eine normale NPC-Raumstation, warum sollte ich die Spielerraumstation gezielt besuchen, wenn die alle ziemlich gleich aussehen und es überall das Gleiche gibt und so weiter? Gut, eins ist ein Flughafen, eins ist eine Raffinerie, aber wenn es nicht meine eigene ist, warum sollte ich das besuchen? Ist vielleicht nicht Sinn der Sache, aber ist das, woran ich so denke. Yes, Pedro has been working with us on this as well, so thank you. Marco. Looking cool. Customization Ja, her damit. is just as important as expansion. Dafür bin ich da. Similar to ground bases. Sehr gut. You'll be able to earn tints Ja, for your station. aber kann ich Aufkleber draufkleben? Yes. You'll be able to apply decals Okay. for your org logos. Sehr gut. Da kann ich mir schon Gedanken machen, wie ich eine so dämlich aussehende Station wie möglich machen kann. Your station will come with 2 unique base expansion points. One on the top side behind the bridge and one on the underside. Zwei so riesengroße Kulleraugen oben drauf machen. Crow's nest. Now, all the other modules built so far have very specific functionality. But I'll admit, this is for the org members out there who want the ultimate in personal space. Krähennest. Ja, das war mein zweiter Gedanke. So ein wie nennt man das? Diese komischen, egal. Okay, das Krähennest ist dann aber eine eigene, ist quasi ein Zimmer? Ein Wohnzimmer? Viel Spaß, deine ganze Org dazu zu überreden, zusammenzuschmeißen, um dir so ein Zimmer zu bauen. All right. So I'm going to be flying around the verse, and I want personal invitations to see what you've done in those rooms, okay? Super cool. I can't wait to see what you do with it. Now let's talk about the underside. This is going to be for the flight deck, which also comes with an additional 3 major hardpoints. The flight deck is perfect for your rapid reaction forces. It's ideal for fighters, but big enough to fit most ships. It's the perfect home for your station's defensive air wing. And just like the hangars, there'll be an observation deck
which can override freight elevators. Wir haben gestern erst Wing Commander gespielt, da gab es auch überall die Flight Decks, wo du einfach reinfliegen kannst und landen kannst. Wie bei so einem Flugzeugträger. Gibt es im Spiel jetzt auch noch nicht, oder? Ich glaube, es gibt nur so Hangar-Dinger. Auf der alten Raumstation gab es mal so Landeplätze. Ich weiß nicht, ob es das auf neuen noch gibt. Aber so diesen coolen Flugzeugträger-Stil sagt mir jetzt nicht, ob es das noch irgendwo gab. Aber das ist cool. Sowas ist schön. Sowas kann das Spiel auch gebrauchen. Irgendwie macht das ganze Navigieren von Raumschiff zu Station ein bisschen weniger nervig. There's a few little Easter eggs in that video. But why do you need a flight deck for your rapid defenses force? Well, if you've built your super awesome station in a super lawless system, now you're the potential targets for others. Everyone will have their eyes on your resources and wonder what gear you've got in your inventories. And let's say we didn't win the station warfare bit that Rich mentioned. Let's take a look at the inevitable. Okay. Ja, das ist wieder viel Träumerei. Diese Explosionen und so. Leute, die reagieren auf Explosionen. Das ist alles... Ja, das wird noch ein bisschen dauern. Oh, der Helm ist neu, oder? Die Rüstung? Ich glaube, die Rüstung ist neu. Die hier kommt mir bekannt vor. Aber ich glaube, die da ist neu. Okay. Tja. Okay, so not only is your station a staging area for offensive campaigns, it's also a defensive fortress. The exterior of the station itself can take quite a beating. It's going to be very hard to damage. So the goal of attackers instead will be to punch a hole through the defenses and get inside. The optimal way to do this will be to infiltrate through the flight deck or EVA hatches and work your way up. Once inside, yes, once inside and you've cleared out a hangar, you may also want to consider airlifting in a tank or two to clear some corridors. Raiders will have to hack freight elevators or bulkheads
in order to gain access. And of course, bring enough ships with them to start hauling out the loot. Gaining control of the bridge will allow access to storage, which would otherwise be unhackable. So, as a defender, there are a variety of automated defenses you're able to install internally within the station, such as blast doors, which seal shut, systems to be breached, and a range of turrets like anti-vehicle or anti-personnel. These will all help slow down the attack and give time for your reinforcements to show up. So let's do a final recap. This is one of the end game goals for dedicated orgs, and will be your base of operations for system-wide activities. The station can be customized both in the interior and the exterior, meaning you can tailor it to your own requirements. And it's your very own home amongst the stars. But wait. But wait. Okay. There's one more unique module we can build, and that is the dry dock. Heißt Schiffe bauen, ne? Ist es jetzt so unerwartet? This unique slot will be at the back of the station. It has its very own dedicated observation room with crafting stations, and has a transit tram which runs along the inside of the arms, leading to the docking collars where your ship will be constructed. So, the only question still remains, what sizes of ship can we build? Wahrscheinlich alle, ne? Muss ja. Irgendwo muss man ja auch die großen Schiffe bauen können. Wird da jetzt eine Javelin gebaut oder was? Die Musik ist gut. Ja, ich meine, warum nicht? Dann, natürlich sollte man da die größten Schiffe bauen können. Das ist schon cool. Wenn es sowas gibt, wäre das schon nett. Oh, mehrere Stationen verbunden. Das ist cool. Das war ein nett geschnittener Trailer. Thanks, Ian. So, now we're talking. Multiple stations linking and dry docks to craft your very own capital ships. The ultimate end goal for any org. Okay, so let's take a step back. At the beginning of this presentation, I mentioned we had 3 types of players. Aber ja, wie lange dauert das alles? Wie lange wird das wieder alles dauern? You can see we have purposeful gameplay catering to each type of player. But that wasn't the only goal. It was to build a game that connected all 3 together cohesively. And this is where you come in.
the community, the Das bin ich. lifeblood of Star Citizen. Ich. Whether you're a PvE player delving for unique crafting blueprints, a non-combat player mining for high-quality resources, or building a base with your friends, Come on. or a PvP player fighting for your org in station warfare to protect your base. Ja, aber mich. Each one of you supports each other. You need the blueprints to craft, you need the resources to make them, and you need the equipment and protection to be safe. This is what Star Citizen is. It's a universe. Das ist gut. Hat nur 14 Jahre gedauert, Now I could probably go on for another 10 hours. eine Beschreibung zu bekommen, was das Spiel überhaupt ist. Was war das? Was hat er gesagt? But I do Jared out of a job, and he needs future ISCs and SE Lives and Citizencons. Today was to reaffirm what type of game we are making. And I hope you continue to come with us on this journey as we march towards Star Citizen 1.0. Es wird noch so lange Thank you, Citizencon. And can we welcome Chris Roberts? No? No? 1 second. Jared? Okay. So Chris is not ready yet. So we're gonna ad-lib a bit. I'm here. Oh, well, LTI is warranty and insurance. That's what you're gonna get. You have it on my thing on. Yeah. Welcome, Chris Roberts. Okay. Yeah, ahead of schedule. Yeah. I was going 1:30. I don't know. Oh, you don't need this, right? Well, then they're gonna scroll it. Interessiert mich das? Ich meine, wir können es ja mal laufen lassen. Rich, Soll er noch eine Runde reden? You guys and girls loved what you saw there. It's having a definitive line in the sand is incredibly empowering for the whole team, and I think for all of you guys. Ah ja, hier steht gar keine Zeit dabei. Das war dann anscheinend die gesamte Citizencon. Nichts ist heute erschienen, außer ein paar Schiffe zu kaufen oder besser vorzubestellen. Kein neues Update, kein 4.0, kein Pyro, kein neuer Termin dafür. Tja. Chris Roberts sieht seit 5 Jahren ununterbrochen abgekämpft aus. Ich weiß auch abwechselnd nicht, ob ich mich für ihn freuen soll oder ob ich ihn einfach hassen soll. Er ist ein merkwürdiger Typ. So. Ich guck mal eben auf der Webseite, ob ich irgendwas an neuen... Nee. Occasionally we'll do things and you guys are like, no, that sucks. And we're like, yeah, you're right, we'll change it. And also, like I said, we definitely read and look and hear all the stuff that you write. Some of it may not be so nice, but a lot of it is really great. And we take it aboard because we're just trying to build this amazing universe for us all to live in together. So, what defining 1.0 does, though, for us is give us a finish line in terms of feature and content we are committed to delivering for when Nicht wirklich, du kannst ein Digital Goodies Pack für die Citizencon kaufen. Weißt du, sowas, was andere MMOs dir einfach umsonst geben würden? Mit ein paar Farben und einem Gewehr. Kostet nur 30 €, keine Angst. Also der Preis, den ein anderes MMO kostet. As well as experienced ones, which I think all you guys are. But that'll only be the start of our journey together, because the vision of Star Citizen is a game that has no sunset, one that will continually grow with new content and features. Ach, Leute, hört doch auf zu reden immer. Bringt doch einfach mal was. So many years, you guys will be out of date, but as you can see by our constant presentations, we're always looking to make whatever we can do, whether it's the visuals,
the audio, various ways to make the gameplay better. That's something we will always be working on. So we'll always keep the game at the bleeding edge of graphics, sound, physics, and yes, we'll support VR. Von den NPCs haben sie auch nichts gezeigt, ne? Nur geredet, aber nicht mal ein Greybox irgendwie mit einem NPC sprechen oder so. Ach, es sind noch so viele kleine Sachen. Es sind noch so viele kleine Sachen. That opens Squadron 42 live, with a few crashes to prove it. As I said, there's a really great full playthrough, no crashes, that Rich did immediately afterward that's up on YouTube. And we've given a date to finally deliver the spiritual successor to Wing Commander that the team and I feel comfortable in hitting. We've defined what Star Citizen 1.0 will be and shown features such as base building and monster hunting that will be delivering in the next 12 to 18 months. 4.0 and server meshing. Ja, das Monster Hunting Ding habe ich schon ganz vergessen. Mit dem einen Monster, mit dem einen Wurm, der für lange Zeit der einzige bleiben wird. Continually stabilize and improve the experience as it moves into PTU and then goes to live. With this, we will have delivered the majority of what we showed last year at Citizencon, with the remaining features coming early next year. And there are Early next year? Hat er nicht vorhin noch gesagt, end of the year? 1,000 people at CAG committed to bringing you all this and more. We love what we do and we're inspired by your Vielleicht waren das passion nur die and Schiffe. support. We know that we are truly lucky to Also have such a Pyro strong Early community next year that shares wahrscheinlich. the Also passion and dreams für we normale do. Spieler Mitte. You allow us a privilege almost no other Irgendwann developer nächstes has, Jahr. the ability to dream and reach for the stars. And I truly mean that. Weil Pyro war bei den As Sachen, die letztes Jahr developer, angekündigt it's very wurden. unusual to be able to build a game of the ambition that Star Citizen is and Squadron 42 is. And that's all down to you guys okay. and girls. So thank you very, very much. Meow. And then over this past year, an incredibly passionate group of people have worked behind the scenes to bring this weekend's event to life. Kumo, lass das Kabel. And I want to take a moment to thank Leah and Ed, Tyler, Jared, Kat, and so many others have poured their hearts into making this weekend special for all of you. And a huge thanks goes out to our presenters and teams supporting them, whether they're here with us today or watching from one of our other studios around the world. In the words of Admiral Bishop, I'm proud to stand with our teams and everyone that put this show together. And all of the CAG staff working on the show floor, your hard work ensures everything runs smooth and keeps the energy alive throughout the event. And finally, a heartfelt thanks to the community members who volunteered their time to run this year's show. None of this would be possible without their dedication and support. I thank all of you very, very much. Mhm. And you know, many of us in the team are going to, myself included, are going to head down the road to the Factory International for the Enter the Atmosphere event that Atmos is doing. So I hope a fair number of you will manage to make it over there. There'll be a whole night of racing and esports, a bonus developer panel with Yogi Klatt and Richard Towler, which I think are, as always, they're good panels. And with that, Citizen 2954 comes to a close. I hope you enjoyed what you saw, made new friends, reunited with old ones, and marveled at the creativity on display at the community booths, which was pretty awesome to see. And you know, Citizencon always underlines what makes Star Citizen special. So that's you. You guys here coming together, supporting, watching, giving us, the team, the energy to make this game. So thank you, and we'll see you in the booth. Keine letzte Ankündigung. Kein One More Thing. Na gut. Na gut. Ja. Gut, dann machen wir jetzt erstmal wieder Pause. Wie spät haben wir es denn? 2:30. Will ich mal eben gucken, was ich hier noch machen kann. Und dann spielen wir heute Abend wahrscheinlich... Was spielen wir denn? Herr der Ringe? Warte mal. Wo ist denn mein Stinio?
Ja. Ich habe hier sonst nichts mehr auf dem Plan. Wir können Planet Zoo spielen. Wir können unseren Zoo mal weiterbauen. Wir können ein bisschen Herr der Ringe weiterspielen. Dass wir da endlich mal vorwärts kommen. Oder wenn ich ganz, ganz viel Lust drauf habe, können wir noch ein bisschen Golden Idol spielen, falls ich Lust habe zu denken. Aber ich weiß noch nicht, ob ich Lust habe zu denken. Wir finden schon irgendwas. Auf jeden Fall wahrscheinlich so gegen 6 Uhr um den Dreh. Mal gucken. Wie viele Mods hast du? Ich habe im Moment einen Mod. Der ist aber, glaube ich, gerade nicht hier. Aber im Grunde brauche ich auch keine. Zumindest noch nicht. Im Moment ist bei mir noch nicht so viel los, dass ich das nicht selber machen kann. Und ich möchte auch nicht. Ich habe schon immer ein schlechtes Gewissen, weil Raffi hier moddet und ich ihm nichts dafür geben kann. Also, das kommt irgendwann, wenn der Channel mal was größer ist, falls der Channel mal was größer ist. Gut, dann machen wir jetzt erstmal Mittagspause und dann sehen wir uns gegen Abend wieder, wenn ihr Lust habt. Alle herzlich eingeladen. Bis denn.